Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute mit jemandem, den ihr auf jeden Fall kennt. Torben Platzer ist bei mir. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, danke, dass du da bist. Ich habe eine interessante Recherche mal gemacht. Das erste Mal, dass ich das tatsächlich bei einem Gast mache. Ich habe das Tool auch noch nicht lange. Du hast mich gehackt. Nein. Ich habe bei New Bing mal nachgefragt, was man alles so über dich rausfindet. Und wenn man eingibt, nenne mir 10 Fakten über Torben Platzer, kommen 10 sehr spannende Dinge über dich. Jetzt bin ich gespannt. Du bist Multiunternehmer, du bist Deutsch, gut, okay, Fun Fact, ja. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor, du bist Influencer und eine wahrgenommene Internetpersönlichkeit. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Nee, aber klingt gut. Klingt gut. Multiunternehmer. Okay. Mhm. Ja, finde ich spannend. Du bist Forbes Council-Mitglied und Content Creator of the Year gewesen. Ja, Ja. das ist wahr. Du bist Gründer der TP Media Group, eine Agentur für Social Media und Branding. Co-Founder von CryptoGlue GmbH, einer Plattform für Kryptowährung. So halb. Ist eine Education-App, aber ja. Okay. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Wake Up, wie du deine Ziele erreichst und dein Leben selbst bestimmst. Nee, das stimmt nicht. Haha. Sagt er das wirklich? Nee. Ja, sagt er tatsächlich. Er hat ein Buch mit dem Titel Wake Up, wie du deine Ziele erreichst und dein Leben selbst bestimmst, geschrieben. Nee, habe ich nie. Geil. Okay. Wahrscheinlich hat das mit dem Buch auch noch woanders gelesen. Dein Podcast heißt aber auch Wake Up, laut Bing. Nee, ist umbenannt. Heißt doppelter Espresso mit Torben Platzer mittlerweile. Hieß aber mal Wake Up, das stimmt. Okay, dann ist einfach veraltet. Du hast über 300.000 Follower auf Instagram und über 100.000 Follower auf YouTube. Ich glaube, du bist da deutlich weiter oben. Ich glaube, du hast über 800.000 auf YouTube. Nee, Moment. Also, warte mal. Also auf Instagram habe ich nicht mal 200.000. Habe ich, glaube ich, mittlerweile 198.000. Und auf YouTube habe ich 255.000. Spannend. Du lebst in München und hast ein Büro. Adresse sage ich jetzt hier mal keine. Ja. Ja. Nee, lieber. Wer weiß, was er da gefunden hat. Ich bin mal vorsichtig mit den Sachen, die wir hier sagen. Nicht, dass wir am Ende irgendjemandes Privatadresse verraten. Ich wusste, dass dieser Podcast brisant wird, aber dass es so startet, okay, also. Ja, also das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich habe einfach tatsächlich gesagt, nenne mir 10 Fakten. Aber ich bin froh, dass ein paar Sachen nicht stimmen, weil so komme ich vielleicht überall aus der Schlinge nochmal. Ja, wirklich. Das ist schon ganz gut. Ja. Und du hast eine Leidenschaft für Reisen, Sport und Persönlichkeitsentwicklung. Reisen? Ja, ich bin sehr gerne in LA, wobei ich sagen muss, ich liebe das auch echt einfach zu Hause zu sein. Also ich sehe mich selber als Nerd, sagen auch viele meiner Freunde über mich. Persönlichkeitsentwicklung, sehr zwiegespalten mittlerweile. Was das Thema anbelangt, können wir gerne drüber reden. Und was war das andere? Sport. Sport. Hätte ich gerne, eine Leidenschaft. Aber als Nerd muss man schon seinem Nerdtum treu bleiben. Deswegen hast du wahrscheinlich eher eine Leidenschaft fürs E-Sport. Genau, E-Sport oder vielleicht Sport gucken. Also ich gucke nachts oft NBA, ja. Okay. Fitnessstudio selber angemeldet, aber ja. Du bist angemeldet, das zählt. Ich bin angemeldet, ja. Ja. Aber lass uns vielleicht kurz über diese Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Gerne. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Du bist ja, also ich meine, erstmal, wir haben uns kennengelernt, weil ich über dich oder von ein Video von dir eine Reaction gemacht habe, wo du Sachen im Darknet bestellst. Und noch ein paar andere Dinge. Du hast dich aber früher scheinbar auch mit Hacking beschäftigt, wenn ich das richtig weiß. Also das Ding ist... Also tatsächlich halt mit den echten Verhältnissen hinten dran, das meine ich. Oh, okay, um das vielleicht mal als Topic zu nehmen. Also das Ding ist, einer meiner besten Freunde zu meiner Schulzeit war tatsächlich jemand, den man als Hacker bezeichnen würde. Oder der sich auch selber so bezeichnet hat. Der war in einschlägigen Foren, der hat auch, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, an großen Projekten mitgewirkt, die dann auch mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Und der hat mich wirklich durch die Schule gecarried, ja. Weil der hat mir geholfen, beispielsweise, indem er unsere Lehrer gehackt hat. Indem er Trojaner, also der galt immer so als der Typ, der hilft, wenn du ein Problem mit deinem Rechner hattest.
Und wenn ein Lehrer dann zu ihm gegangen ist, dann war das Problem danach auch weg, aber der Lehrer hatte oft einen Trojaner dann auf seinem Rechner. Und das kann ich verstehen. so hat er wirklich einige unserer Klausuren, ich kann es mittlerweile ja sagen, ist glaube ich verjährt, das erzähle ich auch im Buch, hat diese Klausuren bekommen und wir, und das muss man auch mal sagen, waren trotzdem so schlecht in der Schule, dass wir noch jemanden einweihen mussten, der uns dann die Lösung gibt. Also wir hatten die Klausur, saßen zu Hause und waren trotzdem nicht in der Lage, selber die Lösung und haben dann Claudia angerufen, Grüße gehen raus, wenn du das hier siehst, und haben gesagt, hey Claudia, du hättest doch gerne 1 und bist 2 Minusschülerin, hast du Lust, heute noch vorbeizukommen und uns da zu helfen? Genau, so kam ich an das Thema ran. Ich habe auch mal mit ihm zusammen Pro7 gehackt tatsächlich, damals bei einem Moorhuhn-Contest. Das war meine erste Anzeige mit 15, die wir bekommen haben. Die du sammelst und dann einrahmst. Genau, also so sind wir da rein. Aber ich war immer, wenn du es so nimmst, eher ein Script-Kiddie und er war ein Hacker. Ja. Okay, also er hatte dann wirklich auch Ahnung von dem, was er tut und du hast einfach nachgemacht und die Sachen halt benutzt. Genau, so kann man es eigentlich sagen so und ich fand es aber immer faszinierend und so kam ich auch auf die Idee mit den Darknet-Videos, weil ich mir so dachte, ey, ich will so ein bisschen mehr in diese Thematik. Ich bin jetzt keiner, der zu Hause sitzt und hackt oder so, sondern ich fand es halt spannend, Videos zu machen, wie ein Laie sozusagen im Darknet solche Dienstleistungen bestellen kann. Also das ist immer der Frame bei meinen Videos. Ich will nie der Experte sein, bin ich auch nicht, sondern ich will immer der normale Dude sein, der sich dafür interessiert und die sozusagen zeigt, wie es dann abläuft. Ob das dann funktioniert, ob man gescampt wird, ob ich Fehler mache und so weiter. Ja, ich meine, damit bringst du einfach auch Aufmerksamkeit auf das Thema und zeigst so einige Gefahren, die man anderweitig einfach nicht erkennen würde auch. Genau, aber ich glaube, es wird oft so ein bisschen, ich gucke mir ja auch Reactions an oder lese mir Kommentare, also es wird, glaube ich, oft so ein bisschen missverstanden, was aber auch natürlich meine Schuld sein kann, wie sozusagen der Duktus von diesen Videos sein soll. Also ich sehe mich selber bei diesen ganzen Themen, auch wenn ich zum Beispiel über Trading, Copy-Trading, was weiß ich habe ja alles Mögliche schon getestet. Ich bin immer der normale Dude, wie jeder, nur dass ich sozusagen oftmals irgendwie das Geld in die Hand nehme, um es zu machen, wo andere Leute sich so denken, ich weiß nicht und dafür sind eigentlich meine Videos da, weißt du, um so ein bisschen zu zeigen, solltest du oder solltest du im besten Fall vielleicht einfach auch die Finger davon lassen. Ja, im Darknet im besten Fall immer die Finger davon lassen, weil du hast ja auch schon einige Anzeigen dafür bekommen am Ende. Ja. Ja, also an die Leute, die das hier vielleicht sehen und sich denken, mache ich das mal nach, tut es lieber nicht. Vertraut Torben, dass er das für euch testet und dann die Anzeigen erfolgreich abwehrt. Genau, erfolgreich abwehrt, ja. Nicht erfolgreich? Doch, schon. Okay. Also ich bin da ganz offen und transparent. Meistens zahlt man halt ein Bußgeld und das ist es mir im Endeffekt wert. Also das ist ja mein Content, dass ich diese Gefahr auf mich nehme sozusagen, um Dinge zu testen, damit andere das nicht machen müssen. Ja, und damit eben auch klar wird, was da alles für Gefahren dann am Ende auch passieren können. Jetzt habe ich tatsächlich auch gelesen, ich habe noch ein bisschen weiter recherchiert über Bing. Ich fand das super spannend, dass da so viel über dich rausgekommen ist. Was kommt jetzt? Ich hab mal nur mal so nachgefragt, was alles so bei dir abgeht und wie du auch zu deiner Internetpersönlichkeit gekommen bist. Dann kam raus, dass du früher ein Außenseiter gewesen sein sollst und eine schwierige Vergangenheit hattest. Fand ich ziemlich lustig, habe ich nachgefragt. Und scheinbar analysiert das Tool auch Podcasts und Bücher, was ich auch nicht wusste. Ja. Und da steht eben, dass du auch schon früher Probleme mit dem Schulsystem hattest, was ich sehr, sehr spannend finde. Also, dass du klar nicht so gut in der Schule warst und dafür den Kollegen gebraucht hast, klar. Aber dass du das Schulsystem an sich nicht leiden konntest, finde ich auch sehr, sehr spannend. Was genau, also was heißt das? Ja, also ich glaube, die Infos kommen tatsächlich aus meinem Buch. Also ich habe eine Biografie geschrieben. Genau dafür habe ich auch einen Spiegel-Bestseller gekriegt. Und da stehen diese ganzen Sachen drin. Also ich war tatsächlich harter Außenseiter. Du musst dir vorstellen, jetzt habe ich vielleicht, weiß ich nicht, 7, 8 Kilo Übergewicht. Ich hatte früher eher so 15, 20 Kilo Übergewicht. Also ich war so ein kleiner, dicker Junge. Gut, klein nicht, aber ein dicker Junge, ein bisschen Nerd. Und ich passte halt nie in die Gruppe. So, ich habe bis 21 keinen Alkohol getrunken. Ich habe keine Drogen genommen. Ich hatte kein Interesse an Gras. Dementsprechend war auch nicht beliebt bei Frauen oder irgendwas. Und ich habe einfach angefangen, Computer zu spielen. So, ich glaube, da können viele relaten. Ne, und mir, oder ich auch. Ich weiß noch so, also was mein Leben wirklich verändert hat, in welche Richtung auch immer, war halt der Release von Warcraft 3 damals, Reign of Chaos.
Ja. Das Spiel kam raus, ich war mit meiner Oma bei Karstadt unten, ich habe diesen Banner gesehen von dem großen Ork, ich habe gesagt, ey Oma, ich brauche dieses Spiel. Und das war halt das erste Mal, dass du ja wirklich online zocken konntest, so gegen andere, mit anderen und so weiter. Und ja, ich habe dieses Spiel angefangen, ich habe so auf einmal gemerkt, hey, wenn du gut bist in dem Spiel, und ich war relativ gut in dem Spiel später, dann kommen Leute auf dich zu. Ne? Auf einmal habe ich mit Leuten gechattet, auf einmal hatten Leute Interesse an mir sozusagen, an diesem Online-Torben. Und ich war dann in einem Clan und ich habe wirklich am Tag 13, 14 Stunden gezockt. Ja. Und so würde ich auch aus heutiger Perspektive sagen, so ein bisschen in diese Gaming-Sucht verfallen. Für mich war das halt so eine Flucht aus der Realität. Weil in der Schule so Sport, letzter gewählt, weißt du, Torben muss Referat halten, die Leute lachen, bevor ich überhaupt nur was sage. Und irgendwann war es dann so, dass ich mir dachte, ey, weißt du was, fuck it, ich gehe jetzt einfach in diese Online-Welt. So, weil da bin ich wer oder da wertschätzen einen Leute, da haben Leute Lust mit einem was zu machen und es war halt komplett dieser Kontrast zu dem Realen, wo niemand mit mir was machen wollte, außer dieser Kollege, der eben selber Nerd war. Ja. Das heißt, du hast eigentlich so dieses echte Leben hinter dir lassen wollen und mehr so in diese Online-Gaming-Welt, um das wirklich abzugrenzen. 100%. Also meine ganze Schulzeit war wirklich, also ist gezeichnet von Mobbing. Mir hat jemand einen Ringfinger gebrochen, keine Ahnung, mich in den Pausen so in den Schwitzkasten genommen und so. Also ich war wirklich absoluter Außenseiter und jetzt gar nicht, weil ich irgendwie ein Arschloch war, sondern ich war super still. Ich habe gar nichts gesagt. Ich passte nur einfach nicht rein, weißt du? Ja. Und deshalb bin ich dann in diese Online-Welt. Und der Bruch kam erst mit 21, als ich ein Studium angefangen habe und dann von heute auf morgen wirklich gesagt habe, okay, ich muss hier einen Schlussstrich ziehen, weil sonst werde ich in der realen Welt tatsächlich nie irgendwelche Leute mal kennenlernen. Und dann habe ich so die Uni ein bisschen als Neustart genommen und bin dann aus dieser virtuellen Welt raus. Muss aber sagen, aus heutiger Perspektive, ich finde, ich würde echt sagen, dass ich aus dieser virtuellen Welt eine Menge Selbstbewusstsein mitgenommen habe. Also ich hätte mich das, glaube ich, nie getraut. Ich bin halt auch so auf LAN-Partys gegangen. Ich habe Turniere gespielt in verschiedenen Spielen und sowas. Ja. Okay. Ich war damals bei einem Clan, habe 2000 D-Mark ganz am Anfang noch verdient. Und das hat mir schon Selbstbewusstsein gegeben, so nach dem Motto, hey, ich kann irgendwas. Und so habe ich da mit 21 so den Cut gemacht, habe mit Gaming aufgehört und habe es mal im Real Life probiert. Ganz aufgehört? Ja, ich habe wirklich komplett aufgehört, ja. Krass. Das war eigentlich, also ich finde es super spannend, weil du wirkst nach außen komplett anders mittlerweile. Und ich fand es dann sehr, sehr interessant, jetzt gerade so zu hören, was so die Parallelen auch bei mir waren. Also bei mir war es genau andersrum eigentlich. Ich war nie der Stille, ich war immer man hat mich oft als Streber bezeichnet, ich war die ganze Zeit im Unterricht dabei, nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt, außer im Sport natürlich. Und bin dann aber auch deswegen so hier Mobbing-Probleme gehabt, alles drum und dran. Auch das, was du alles beschrieben hast, kann ich komplett relaten und habe mich deswegen ins Gaming geflüchtet. Nur, dass ich halt nicht Online-Gaming gemacht habe, eigentlich bis zum Studium eigentlich nicht online gezockt habe, sondern alles offline. Was hast du so gespielt? Ich habe jeden Singleplayer durchgespielt, den man sich gefühlt vorstellen kann zu der Zeit. Ich habe wirklich alles gezockt, was mir in die Hände gefallen ist. Ich glaube, Gothic habe ich am meisten gespielt. Gothic 1 habe ich irgendwie 5-mal durchgespielt. Geil. Ja. Und natürlich auch mindestens 3-mal mit Cheat so. Ja. Aber ja. Ist spannend. Also ich glaube, ehrlich gesagt, was tatsächlich bei mir so dieser Trigger war gar nicht das Spiel an sich, sondern dass man halt online, also ich habe da diesen Kontakt zu Leuten bekommen, den ich im realen Leben nicht hatte. Und ich glaube, das war ehrlich gesagt der größte Motivator für mich, gut zu sein in diesen Spielen, weil wenn du zum Beispiel in Warcraft gut warst und Leute haben dann deine Spiele gecastet und so, damals gab es noch hier Home Story Cup und Dennis Gehlen und es war eine geile Community einfach und ich habe dann selber so zugehört, wenn Leute mich gecastet haben, was man übrigens nicht machen durfte. Und das hat mir aber damals was gegeben so. Ja. Aber klar, ich war dann am Studium, du musst dir vorstellen, ich komme aus Delmenhorst, ne? Um das vielleicht auch noch mal kurz zu erzählen. Also jetzt wohne ich in München, aber ich komme aus einer wirklich kleinen Stadt, auch sehr problematische Stadt, was Kriminalität und so angeht. Und ich bin dann nach Oldenburg gezogen, um zu studieren. Und das war halt
ich war dann dort und ich kannte ja auch wieder niemanden. Und alle waren aber dann mit ihrer Schule, ne, man hat dann irgendwie, die kannten sich dann aus dem Gymnasium oder haben vorher schon was zusammen gemacht. Und ich war wieder so dieser Typ im Hörsaal, der da saß und so dachte, fuck, Der alleine da war. ich bin alleine so. Und das war aber der Grund, warum ich dann wirklich von heute auf morgen aufgehört habe, weil ich mir dachte, wenn ich es jetzt weitermache, so, ich bin schon 21, dann ist mein Studium irgendwann vorbei und ich bin immer nur dieser Torben in der Online-Welt. Und ich habe tatsächlich komplett aufgehört und ich habe auch seitdem, also ich habe dann bestimmt 7, 8 Jahre gar nicht gespielt. Krass. Und selbst wenn ich jetzt ab und an, vor einem halben Jahr haben wir mal Valorant ein paar Runden gezockt, mich catcht das gar nicht mehr. Also tatsächlich, ja, also ich fand es selber spannend, weil ich auch so ein bisschen so diese Angst hatte, ey, wenn ich jetzt wieder anfange, nicht, dass man wieder verfällt oder so, weil einmal Gamer, immer Gamer, du kennst das, ne? Das ist unser Gen vielleicht auch so. Aber nee, da habe ich auch gemerkt, es ist nicht das Spiel gewesen. Es war wirklich so diese Anerkennung online damals. Das ist einfach, dass du einfach dann auch ein anderes Umfeld hattest, als Ja. das, was dich einfach nicht leiden konnte und was du dann natürlich auch nicht leiden konntest. Genau. Ja, verstehe ich komplett. Ich meine, bei vielen wird das wahrscheinlich der Grund sein, warum sie angefangen haben. Und bei mir war es während dem Studium dann, also wir haben ja dann auch irgendwie online gezockt. Ich war jetzt, also ich hatte, glaub, eigentlich nur einen Freund, der wirklich dann länger da war, auch mit dem ich angefangen habe zu studieren von meiner Schule. Und der hat mich dann eben so ein bisschen in dieses Online-Gaming gebracht und wir waren dann halt, also ich meine, ich habe Informatik studiert, ne? Da gibt es halt viele Gamer und Ist man am noch Ende, affiner, ja. ja, am Ende hast du halt alle einfach in deinem Clan drin gehabt, die irgendwie mit dir auch im Studium waren, triffst dich dann während der Vorlesung und dann kannst du halt online einfach weiterzocken. Aber zockst du heute noch? Ich zock heute noch manchmal, aber sehr viel weniger als früher. Also wirklich, wirklich sehr viel weniger. League of Legends habe ich zum Beispiel seit Jahren nicht gespielt. Das war bei mir so das Ding, was ich am meisten gezockt habe. Ja. Generell Online-Games zocke ich fast gar nicht mehr, außer eben mit Freunden. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mittlerweile immer noch sehr, sehr viel mache. Also wenn ich es mache, dann mache ich es eigentlich nur, um eben Zeit mit Freunden zu verbringen, wenn die dann irgendwie zu weit weg sind. Ich hatte überlegt, in Diablo 4 mal reinzugucken. Ist ja jetzt in einer Woche, glaube ich, startet Beta Echt oder schon? so. Oh, wow. Okay. Ja, Ja. aber ja, das ist halt, also ich muss auch ehrlich sagen, so die Gaming-Zeit, ich verfluche das nicht, ne? Das klingt jetzt voll negativ, Nee. so man ist geflüchtet und so, aber ich habe so viele positive Erinnerungen mit Gaming. Ich habe Ja. auch später World of Warcraft und so gespielt, also so Rollen-MMOs und so. Ja. Und ich war aber immer so dieser Typ, ich habe nicht, das klingt jetzt voll dumm, aber ich habe nie aus Fun gespielt, sondern mich hat immer so Highscore gereizt. Ich wollte dann in WoW Ja. einen World First Kill haben oder irgendwie sowas. Und ich habe da so meinen ganzen Fokus rein, aber ich habe ultra gute Erinnerungen daran. Ja, du bist Ja, morgens am absolut. Rechner, Teamspeak, du hattest deine Crowd Ja. und egal, ob man sich nicht mal mit dem richtigen Namen kannte, sondern nur irgendwie mit einem Nickname oder so, das Völlig waren egal. meine Freunde für 10 Jahre. Und manchmal schreibt mir heute noch einer, so von früher und sagt, hä, bist du nicht so der Typ, mit dem ich früher WoW gezockt habe und so. Und ich freue mich immer, wenn manchmal jetzt über YouTube oder so noch jemand von früher so kommt, weil ich habe übelst gute Erinnerungen einfach an diese Zeit. Das sind eigentlich auch geile Zeiten gewesen, also wenn man sich das mal so Revue passieren lässt. Das war schon lustig auch. Also ich habe auch wahnsinnig viele gute Erinnerungen daran. Hier Grüße gehen raus an Lungentorpedo, falls er noch da ist. Man hat immer so geile Namen, ne? Ja, es ist super. Ja, aber das Das- wird immer so verflucht, weißt du, so Gaming und klar, wenn Ja, ich so komplett. aus heutiger Sicht denke, so klar, man sitzt so vorm Rechner, stoppt sich irgendwie Süßigkeiten und Kaffee rein, aber ganz Ja. ehrlich, es war eine geile Zeit so und Ja. Und ich bereue bin, nichts. Und nee, du, ich glaub bereue auch nichts und ich bin sehr Ja. dankbar so, dass ich das damals erleben durfte, weil das hat Ja. auch sowas von Freiheit gehabt und ja, einfach so mal in den Tag hinein, also irgendwie jetzt geht das gar nicht mehr so, weißt du, Ja, so mit dem Kopf, Job geht es nicht. du kannst gar nicht so vereinbaren, ne? Du sitzt dann da und ich wäre dann so, hey fuck, ich muss eigentlich das machen und das, aber man war halt frei so und hey, vielleicht haben wir einfach so unsere Jugend- oder Teenagerzeit so. Hey, das ist auch völlig okay. Ja, also ich meine, find jedem ich das auch. seine. Und ich meine, es hat uns auch irgendwie geprägt. Klar. Also ich meine, bei mir, ich weiß nicht, eben das war jetzt auch eine Sache, die ich dich fragen wollte. Warum machst du das, was du jetzt momentan tust? Hat das was mit deiner Gaming-Zeit zu tun noch? Ich glaube schon, also das Ding ist halt, klar, ich bin ein Computer-Nerd, bin ich, ne? Ich sitze hier Ja. an dieser Station,
wo wir jetzt hier gerade aufnehmen. Ich habe mir das alles so geil eingerichtet, mehrere Monitore und so. Ich liebe das. So, ne? Wenn ich hier bin, das ist mein Safe Place. Noise Cancellation rein. Ich mache meine Klingel aus. Ich bin einfach in meiner Welt. Ich mache die Videos über Themen, die mich wirklich interessieren. Also tatsächlich ist das der größte Antrieb. Und ich habe sehr früh schon YouTube gemacht. Das wissen die wenigsten. Ich habe früher Comedy-Videos gemacht. Diesen Kanal gibt es nicht mehr. Der wurde tatsächlich gestrikt. Also 3 Strikes und wurde dann gesperrt. Weil ich so Filmmusik geklaut habe und so. Okay. Aber genau, ich habe früher Comedy-Videos gemacht und also schon immer so probiert, so mit der Cam zu reden. Weil ich sag dir ehrlich, mit der Cam zu reden, das war halt der Auslöser. War für mich leichter, als jemandem in die Augen zu schauen. Ja. Und das klingt jetzt super blöd, weil wenn jetzt heute einer anfängt, dann guckt er meistens in sein Display rein oder irgendwie sowas. Aber ich habe wirklich jahrelang geübt, in diese Cam zu reden. Und deshalb ist es auch für mich kein Problem mehr, Videos aufzunehmen. Ja. Aber wirf mich jetzt in eine Menschenmenge. In eine Menschenmenge. Und ich bin der introvertierte Torben so. Ich bin so, ach, du kennst die Videos? Ja, cool, freut mich und so. So, und dann manchmal wirkt das dann so ein bisschen komisch. Hä, was ist mit dem los und so? In Videos ist der doch so hier. Aber das ist wirklich erlernt. Ne? Sonst bin ich ein introvertierter Typ so. Und das ist halt tatsächlich leichter für mich, ja. Ja, viel leichter. Ich fühle es komplett, ey. Ja? Ich habe ja jahrelang ohne Gesicht komplett aufgenommen und dann irgendwann einfach gesagt, okay, es wird jetzt einfach mal Zeit für den normalen Content so auf YouTube, damit die Leute auch irgendwie wissen, wer dahinter steckt. Fun Fact dazu, die Uni, wo ich Dozent bin, alles auch online übrigens, hat ein Bild von mir geleakt. Und dann habe ich gedacht, nein, dieses Bild ist so ziemlich das Schlimmste, was man hätte machen können. Ich mache selber nochmal besser. Ach so, die haben dich dann als erstes so auf die Seite gepackt, so nach dem Motto, Dozent. Ah, okay, spannend. Und die Leute kannten dein Gesicht. Die Leute kannten mein Gesicht, ich glaube, locker 7 Jahre oder sowas, wo ich YouTube gemacht habe, kannte niemand mein Gesicht. Ja, weil bei der Polizei hängst du ja schon lange, ne? Also da ist dein Gesicht auf der Wanted. Mit denen arbeite ich auch zusammen, also das ist okay für mich. Okay. Nein. Aber das war dann tatsächlich so der Auslöser, warum ich gesagt habe, okay, jetzt fängst du mal an, mit Kamera zu reden. Ich habe auch davor wirklich akribisch darauf geachtet, dass kein Bild von mir online ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm, mach's einfach besser. Und ja, dann habe ich eben das auch sehr, sehr lange geübt, mit Kamera zu reden, in die Kamera zu reden und mittlerweile würde ich sagen, deutlich besser als einen Vortrag bei einer Uni zu halten. So wirklich vorne. Das geht immer noch fast gar nicht, weil ich halt da drin auch wenig Übung habe. Und deswegen so ein bisschen diese Distanz auch zu wahren, in deinem Safe Place einen Vortrag halten zu können. Ich meine, wie geil ist das? So, gerade für die Introvertierten unter uns. 100 Pro. Ist halt super. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, wenn ich auf der Bühne bin, ich werde ja öfters mal so eingeladen zum Thema Social Media und sowas. Ja. Ich stelle mir ehrlich gesagt, also ich nehme die Leute, no disrespect, aber während ich rede, nehme ich die fast gar nicht wahr. Ja. Also ich bin so in meinem, ich meine, du machst ja auch viele Videos, du kennst das, ich habe hier so meine Stations und ich bin so in meinem, ich rede mit der Cam, da können Leute drumherum stehen, das ist mir alles völlig egal. So, ich mache einfach mein Ding und das habe ich dann auch so gelernt, auf der Bühne einfach in dem gleichen Frame zu sein. Ich war zum Beispiel beim Founder Summit, waren auch so 6.000 Leute. Und und dann stehst du da oben und die Leute sagen, hey, bist du nicht aufgeregt und so? Ich muss sagen, ehrlich gesagt, nee. Also für mich ist es wie ein Video, weil ich gucke einfach straight und ich nehme diese 6.000 Leute nicht wahr. So, weil man dieses in die Kamera reden einfach gewohnt ist irgendwo. Ja. Und das hat mir schon sehr geholfen. Also auch so in Interaktion mit Leuten Videos zu machen, definitiv. Ja, ist spannend. Also ich muss sagen, mich stört es immer, also am Anfang war es ganz schlimm, wenn jemand eben zugehört hat, während ich aufgenommen hat. Das ging für mich gar nicht. Mittlerweile habe ich mich da so ein bisschen dran gewöhnt und ich glaube, das wächst dann auch so ein bisschen in die Richtung von dir, weil irgendwann versucht man sich so vorzustellen, wie viele Menschen sehen einfach dieses Video, was du gerade aufnimmst. Ich muss sagen, das ist tatsächlich, also du machst ja viel länger auf YouTube vor vielen Leuten, ne? Also ich habe früher YouTube gemacht für 5 Menschen so. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Aber dich kennen ja seit ein paar Jahren schon viel, viel mehr Leute. Und meinen Kanal gibt es, wenn es so ist, mit diesem Experiment erst 1,5 Jahre. Wow. Und das Ding ist, als die ersten Videos, ich will jetzt nicht das Wort viral in den Mund nehmen, aber als die ersten Videos,
so 100.000 Klicks oder so bekommen haben, hat mir das tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. Ja. Weil wir machen jetzt ja keine Videos, sage ich mal, die komplett unproblematisch sind, sondern das sind ja Videos, die ecken an. Du machst dir Feinde damit. Du redest über Themen, die man immer von beiden Seiten sehen kann. Ich nehme jetzt einfach mal so Hacker-Gadgets. Da gibt es immer die Partei, die sagt, warum machst du Videos darüber? Leute kaufen wegen dir Gadgets. Dann gibt es die andere Partei, die sagt, schön, dass du aufklärst, jetzt weiß ich mal, was es alles gibt. Und worauf ich achten muss auch, ja. So, und dann gibt es noch viele so Zwischenparteien. Und ich sag dir ehrlich, bei jedem Video, was wir hochladen, was so ein bisschen anecken könnte, ne? Zum Beispiel Sportwetten, geschmierte Sportwetten im Darknet oder so, sitze ich vorm Rechner und beobachte tatsächlich, wie ist so der Mut. Das Stimmungsbild. Und es gab Videos, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da hast du wirklich Nachrichten bekommen von Leuten, mit denen man sich eigentlich nicht anlegen möchte, die dann sowas sagen wie, nimm's mal besser runter. Oder auch schon bevor das Video gepostet wurde, ich habe gehört, du willst da so ein Video machen, ich würde es nicht hochladen. Nicht raten. Ja. Und das ist auch eine neue Erfahrung für mich. Ja. Das glaube ich, das ist beängstigend, oder? Extrem, ja. Wie gehst du damit um? Also das Ding ist, also wir kennen selber mittlerweile viele einflussreiche Leute, was dann auch, warte, wie formuliert man das? Wir kennen selber viele einflussreiche Leute, was dann oftmals diese Partei auch weiß, weshalb dann nichts passiert oder sie vielleicht auch von solchen Nachrichten Abstand nehmen. Aber klar, es ist immer sketchy. Es ist immer so ein bisschen Gamble. Es ist immer Gamble, aber für mich die Aufklärung siegt. So, und ich sage ganz ehrlich, wir haben da auch, also wir machen diese Views, wofür ich extrem dankbar bin oder wo ich mich freue, dass das so viele Leute interessiert. Wir machen diese Views ja deshalb, weil es eine Nische ist, weil andere Leute das aus bestimmten Gründen nicht machen. Und das ist der Preis, den man dafür zahlt. So, weißt du? Klar, ich kann jetzt auch Content machen und jeden Tag über meine Morning-Abend-Routine reden, dann werde ich wahrscheinlich wenig Hate kriegen. Oder auch wenig polarisieren. Ich bin mir nicht so sicher. Aber das hat für mich auch nicht diesen gleichen Mehrwert, ne? Wie jetzt zum Beispiel sowas, wo man einfach mal aufklärt. Ja, wo man dann auch wirklich Menschen am Ende helfen kann. Dann, das ist unsere Mission, so sage ich mal. Ne? Ja. Also ich meine, du willst ja vor allem, ich ja auch zum Großteil, du willst ja einfach nur dafür sorgen, dass es möglichst wenig Menschen dann widerfährt, was dir dann im Zweifelsfall widerfährt. Und es quasi das für alle auf dich, so ein bisschen. Genau, und ich will halt einfach, guck mal, das sind die Sachen, die ich machen würde, wenn es jetzt kein YouTube gäbe, ich würde die gleichen Sachen machen. Ich hätte mir den Flipper Zero geholt, diese Hack-5-Geschichten, ich wäre im Darknet und ich würde das einfach machen, weil es mich wirklich interessiert. Ich finde sowas spannend. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, warum nicht das in Videoform? Und völlig egal, ob es entmonetarisiert wird oder nicht, weil der monetäre Antrieb ist jetzt ehrlicherweise nicht so groß bei diesem YouTube-Kanal. Ja. Und ja, dann interessiert es viele Leute und dann ist das halt der Preis, den man zahlt. Ne? Dafür, dass viele Leute das auch feiern und man echt super viel Zuspruch und so weiter kriegt, gibt es eben auch diese andere Partei. Und klar, das ist halt, das muss man in Kauf nehmen. Ne? Da muss man halt dann irgendwann auch durch. Ja. Das ist schon heftig. Ich habe jetzt gerade letzte Woche, ich glaube, es war ab Montag, es war sogar diese Woche, habe ich mit einem Kollegen Bekanntschaft gemacht, der wirklich automatisiert dann am Ende auch beleidigende Sachen geschrieben hat, aber jetzt nichts, wo er mich irgendwie bedroht. Und ich dachte mir da auch gerade wieder, ist interessant, wie manche Menschen mit anderen Meinungen umgehen und sie aber auch nicht akzeptieren können. Und ich glaube, das ist auch so das Problem, was wir haben. Das, was wir machen, ist eigentlich an sich, wenn du es genau nimmst, kein problematischer Content. Das ist eher die Art und Weise, wie man dann damit umgeht. Also ich würde jetzt unsere Inhalte nicht unbedingt als problematisch bezeichnen. Also bei dir würde ich auf jeden Fall zustimmen. Finde ich auch total unproblematisch. Ansonsten, ich glaube, man ist oft natürlich Prophet im eigenen Land. Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Hacker-Gadget in einem Video zeige, dann ist natürlich meine Meinung, sonst würde ich das Video gar nicht machen, ich zeige das, um aufzuklären, was es gibt.
So. Ich kann aber tatsächlich auch diese Partei verstehen, die sagt, warum zeigst du so etwas? Oder ein gutes Beispiel ist, ich habe ein Video gemacht, das hat auch relativ viele Klicks gekriegt, zum Beispiel auf Insta. So kommst du ins Darknet. Ja. So, und ich habe mich viel mit dem Thema Darknet beschäftigt in den letzten 2 Jahren, weil ich es halt spannend finde und ich weiß, das Darknet hat 2 Seiten. So, ich habe zum Beispiel, lese ich mittlerweile auch viele in vielen Foren oder auf vielen Seiten, die haben jetzt nichts mit Betrug zu tun, die haben nichts mit Hacken oder irgendwas zu tun, sondern da geht es um Whistleblower, Informationen, ungefilterte Dinge und so weiter. Und deshalb habe ich das Video gemacht, weil ich mir so denke, jeder soll die Möglichkeit haben, da reinzugehen und selber zu entscheiden. So, weil dieses Interesse oder dieses Mysterium Darknet, das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, was ich so gar nicht feiere, ist, dass Leute so Geschichten drumherum bauen. Ja. Ich habe einen Horror-Clown im Darknet gekauft. Ich habe eine Mystery-Box im Darknet gekauft. Das ist, sorry, aber oder Red Rooms. Ja, gerade das Auftragskiller. Und ich denke mir immer so, Bro, also alles cool, so mach, also auch gerne mit dunkler Musik und so mache ich auch alles, ist halt Teil des Storytellings. Aber wenn du weißt, zum Beispiel jetzt, also gar nicht auf eine spezifische Person, das machen ja viele, aber wenn du weißt, es ist Fake, dann schreib halt fiktive Geschichte. Oder löst bitte am Ende auf, dass es nicht echt ist. Aber lass nicht viele junge Leute, gerade bei TikTok, in dem Glauben, da werden Leute gefoltert und du kannst dir für $15 da irgendwie einen Stream kaufen, weil es gibt Kids, die suchen dann danach. Ja. Und das finde ich echt problematisch. Und die kommen dann aber auch an diese gefährlichen Leute oder überweisen irgendwelchen Scammern dann im Zweifelsfall $15 und haben halt nichts davon. Und das ist der Punkt, weil ich glaube, so ein Video, ich sage, okay, so kommst du ins Darknet, so kommst du safe da rein, ohne dass irgendwas passiert. So. Wenn es jetzt aber auf der anderen Seite immer dieses Mysterium und Fragezeichen und wie könnte man denn, dann lädst du dir auf einmal einen Fake-Browser runter und Malware und überweist an falsche Leute Geld. Und weißt du, am Ende ist diese Suche oder die eigene Recherche, um reinzukommen, gefährlicher, als wenn du einfach von einem Typen einmal diese 3-Step-Anleitung befolgst und dann bist du zumindest mal einfach drin. Und so sehe ich das. Aber ich verstehe, wie gesagt, auch die Gegenseite. Nur, oftmals werden solche Dinge wie Darknet halt benutzt, um damit Klicks zu machen. Ja. Indem man Leute aber im Glauben lässt, sowas gäbe es dort. Und ich finde, das schürt eigentlich viel mehr Interesse und falsche Intentionen bei den Leuten. Vor allem falsche Intentionen. Ich glaube, das ist auch gerade das, was mich daran so gestört hat. Eben, weil du es gerade angesprochen hast, auf TikTok hatte ich einmal ein Video geschickt bekommen von einem Zuschauer, der meinte, man kann sich im Darknet wirklich einen Red Room mieten, wo man dann zusehen kann, wie andere Menschen gefoltert werden. Und der hatte dazu schon mehr Videos gemacht, hat dann auch auf YouTube noch ein längeres Video geteilt und es war halt offensichtlich einfach alles Fake. Und man konnte das auch relativ leicht nachweisen. In diesem Fall, also muss man dazu sagen, es geht leider nicht immer so leicht. Aber derjenige, der mir das geschrieben hat, hatte tatsächlich Angst, dass das echt ist und dass das sehr, sehr leicht geht. 100 Pro, weil es gibt solche Videos. Also es gibt vermehrt solche Videos. Ein neuer Red Room startet. Ja. Am besten noch Seite auf Deutsch. Klar, aus Leipzig heraus hat einer so ein Red Room aufgesetzt im Darknet. Ja, weil man das auch weiß, genau. Weißt du, das finde ich schade, weil es gibt auch, also in den USA ist das ja wirklich komplett crazy. Da gibt es so ein Video, das ist auch so viral gegangen, das kennst du bestimmt. Ich habe mir eine Zombie-Mother im Darknet bestellt. Das kenne ich tatsächlich nicht. 2 Teenager, die glaube ich bei TikTok 11 Millionen gehabt oder so. 2 Teenager, so we bought a zombie mother in the Darknet, bla bla bla. Klingelt so eine Frau in so einem Zombie-Kostüm. Ja. Die machen so die Tür auf, sie kommt rein und macht den Essen. Und ich denke mir so, und dann, also ich muss schon so ein bisschen lachen, weil ich denke, okay, ist witzig so, aber ich gehe in die Kommentare und die Kommentare sind zu 70%, oh mein Gott, so hätte ich nicht gedacht, wo gibt's das? Und ich denke so, shit, die Leute checken nicht, dass es gestaged ist. Dass es fake ist. Es ist fake. So. Ich habe auch noch nie eine Seite gesehen, Mystery Box im Darknet. Und nein, du kaufst keine Mystery Box, wo dann ein Schädel von jemandem drin ist oder so. Nein, natürlich nicht. Das ist halt BS. Ne? Und es sind mehr Leute vor Gericht, die einen die einen Auftragsmörder kaufen wollten, als wirkliche Auftragsmörder vor Gericht stehen.
Ja. Also das ist einfach nur mal so, das muss man sich überlegen. Verhältnis, genau. Das Verhältnis. So, die Leute glauben daran und kommen auf falsche Ideen, gehen ins Darknet, gab es ja jetzt wieder neulich einen Fall, und überweisen dann irgendwelchen Leuten 15.000 Euro, weil sie denken, das ist ein Hitman. Ja, Fun Fact dazu, ich weiß gar nicht, wie tief ich da ins Detail gehen darf, aber vielleicht mal an der Oberfläche. Du hast auch mal als Hitman gearbeitet. Fast tatsächlich, ja, witzigerweise, also eben nicht so. Ich habe für ein Rechercheteam, nicht für meinen Kanal, sondern ein anderes Rechercheteam, mich im Darknet tatsächlich als Auftragsmörder ausgegeben. Krass, okay. Auf einer Seite, wo man das halt so machen konnte, um dann halt das Ganze zu recherchieren, ob dann Leute wirklich auf dich zukommen. Und als dann wirklich jemand auf mich zugekommen ist mit einem Auftrag, haben wir das Ganze ganz schnell abgebrochen. Boah, das wäre aber das ist nicht ohne. Das wäre aber ein heftiges Video eigentlich. Es wäre ein heftiges Video, aber wir durften es einfach nicht veröffentlichen, weil der Jurist hat gesagt, nein, mach das nicht. Ja, klar, weil du natürlich, ja, logisch, klar, das ist natürlich Anstiftung zur Straftat wahrscheinlich, ne? Genau, richtig. Und das ist auch sehr, sehr problematisch. Also mit den Leuten, mit denen du dich da auseinandersetzt, das willst du nicht. Also wenn jemand wirklich ins Darknet geht und dich als Hitman beauftragt, der Person traue ich einiges zu. Klar, definitiv. Über solche Gefahren müssen wir aufklären. Und das find ich es eigentlich auch ganz gut, dass es Leute gibt, die darüber aufklären und nicht einfach nur solche, hey, ich habe einen Red Room gefunden, so. Dürftest du sowieso nicht zeigen, wenn es gäbe. Genau, und ich finde es auch gar nicht schlimm, also wenn diese Seite wirklich im Darknet ist, ich finde es gar nicht schlimm, die Seite zu zeigen, aber sag am Ende bitte einfach so, hey, es ist fake. So, also ich habe zum Beispiel auch mal eine Seite gezeigt, wo du so einen Service kaufen kannst, wo die Leute dir Gartenzwerge bei deinen Feinden reinstellen. So. Da gibt es einen TikToker aus den USA, der hat 10 Videos darüber gemacht und der hat das aber einfach nicht aufgeklärt und der ist sogar so weit gegangen, dass der unterstelle ich Gartenzwerge platziert der selber dann so Gartenzwerge platziert. Dann denke ich mir so, warum? Bro, warum? Mach 9 Videos darüber, aber sag doch im 10. einfach, ist fake. So. Ja. Ich habe es von mir aus bezahlt, so, das mache ich ja auch oft. Ich denke mir so, ich bin mir sicher, es ist fake, ich zahle einfach. Ich war jetzt zum Beispiel bei RTL, habe dieses Live-Experiment gemacht. Da habe ich ja auch mit einem Hacker geschrieben. Also was heißt Hacker? Das ist kein Hacker, das ist eine Phishing-Seite. Ich habe meine Daten eingegeben und habe mit dem geschrieben und habe am Ende 300 Euro bezahlt. So, ich weiß, ich habe es ja auch schon im YouTube-Video gemacht, was passiert. Du wirst den Account nicht wiederbekommen. Er wird den einfach nochmal verscherbeln für $10 im Telegram-Schwarzmarkt. Ja. Ich habe es trotzdem bezahlt, um den Leuten zu zeigen, schau, zahle nicht, du kriegst den nicht wieder. Ja. Und genauso sehe ich das auch hier. Kauf diesen Gartenzwerg-Service, aber sag doch dann bitte, es ist nichts passiert, aber stell nicht dann irgendwo Gartenzwerge hin. Und das ist ja genau das, was den Leuten dieses Gefühl gibt von, wow, diese Dienstleistung gibt es wirklich. So, weißt du? Gerade diese unterschwellige Angst, auch die dann immer mitschwingt. Ja. Genau, das ist ja auch wirklich so, wenn du den Leuten sagst, Red Room oder Hitman und so, ey, es sitzen Kinder zu Hause, gerade bei TikTok gehen die Videos unglaublich viral, die sich so denken, ey, shit, wenn ich mal mit jemandem Stress habe, am Ende holt der einen Hitman. Ja, oder wenn sie dann Stress haben, selber auf die Idee kommen, ey, ich hole mir einen Hitman. Genau, und das ist halt das Problem. Und das finde ich wirklich, wirklich verwerflich. Also nichts gegen Leute, ich will niemanden irgendwie neiden auf Klicks oder Views oder so. Soll man auch alles machen. Ich mache selber Clickbait, Thumbnails, ich habe auch immer einen geschockten Blick, alles cool. Aber sag bitte wenigstens am Ende so, das Fazit ist, es ist fake. Ja. Ja, das ist, glaube ich, so die Grundsache, die man glauben darf auch. Ja. Es gibt natürlich echte Sachen im Darknet, Klar. so Informationen zum Beispiel, solche Informationsquellen oder auch Sachen kaufen kann man ja auch teilweise. Die sind dann auch schon mal echt, aber halt nicht alles, was man liest, ist echt. Ich habe, glaube ich, mal eine Studie gelesen, 99% oder sowas oder über 90% auf jeden Fall vom Darknet sind einfach nur Phishing- oder Scam-Seiten. Und ich meine, komm schon, es bietet sich ja auch an, wenn ich gratis eine Website oder fast gratis eine Website hosten kann, möglicherweise damit Leute abziehen kann, ja, mein Gott, es geht nirgends einfacher als im Darknet. Ja, vor allen Dingen, das Ding ist halt einfach, du zahlst mit Bitcoin, die Leute haben wechselnde Adressen, ich habe die selber mal gescannt, da ist meistens nicht viel Kohle drauf, die haben jedes Mal eine andere Adresse, die sie rausschicken. Und es gibt einfach, also viele Leute werden einfach auch nicht dafür bestraft. Ja, auf jeden Fall. Weil, sage ich jetzt auch mal ganz hart, also gerade Polizei, Deutschland und so weiter, sind, was Cybercrime angeht, echt ein bisschen hinten dran. Ja.
Viele Dinge werden nicht gesehen. Ich sage das auch deshalb, weil beispielsweise eine Freundin von mir wurde mal bei Instagram gehackt und erpresst mit Bildern, die sie verschickt hat in Chats. Und sie hat die Polizei gerufen. Wie ehrlicherweise ich ihr auch geraten habe. Ich habe gesagt, machen sollte. Ruf bitte die Polizei. Ja. Sie ist hingegangen, hat das alles zur Anzeige gebracht. Du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Die Polizei hat gesagt, warum haben sie es verschickt und wir können leider nichts machen, es wurde nichts gefunden. Ja, das fände ich ehrlich gesagt fair, wenn sie es gesagt hätten. Nein, sie haben sie gar nicht angenommen? Nein, doch, die haben gesagt, ja, wir ermitteln. Nie was passiert. So, ich habe damals diesen Höhle der Löwen, da gab es so eine Phishing-Seite, so eine Scam-Seite über Höhle der Löwen. Ja. Bin ich auch zur Polizei. Die habe ich auch bekommen, ja. Ja, ich habe das extra bezahlt, um zur Polizei gehen zu können, damit ich sagen kann, ich wurde betrogen. Weil ich dachte sonst, ich kann ja nicht hingehen und sagen, ey, guckt euch die Seite an, machen die ja safe nichts. Was ist passiert? Nichts. Und das finde ich halt schade, weil das ermöglicht halt leider auch so Betrügern überhaupt so etwas zu machen. Ja, und wenn irgendwas wirklich passiert, dann muss es schon ein unfassbares Level an Strafmaß dann auch sein, dass es sich überhaupt lohnt, so weit zu ermitteln aktuell. Genau. Und dann ist es auch eine Kooperation, meistens Interpol, FBI, Europol dann noch dazu. Ja. Alles. So, und das ist halt so die einzige Möglichkeit, die man dann am Ende auch hat. Ja. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild davon gekriegt, wieso du das Ganze machst, so, was deine Motivation denn dran ist. Du willst aufklären. Warum willst du unbedingt aufklären? Also, ich meine, willst du Schaden verhindern dann von anderen hauptsächlich? Oder ist es so? Ja, also ich glaube am Ende des Tages, guck mal, es ist immer eine Mischung. Also, die Sachen interessieren mich wirklich. Ja. So, sonst würde ich es nicht machen. Ich bin ich bin sehr passion getrieben. Also ich glaube, das kommt auch aus dieser Schulzeit. Für mich ist es unglaublich schwer, heutzutage noch Motivation für etwas aufzubringen, was mich nicht interessiert, weil genau das eben mein Feindbild von Schule war. Ich saß da und habe ständig Dinge gelernt, wo ich mir dachte, ich habe zero Interesse daran. Deshalb ist meine größte Faustformel fürs Leben tatsächlich, mach so gut es geht, nur Dinge, die dir Spaß machen. Ja. Das ist mir wichtiger als alles Geld der Welt. So, ich chase nicht irgendwie Milliardär zu werden oder irgendwas, sondern ich sage mir immer so, ey, wenn ich nur Projekte habe, die mir Spaß machen, dann ist das für mich so das Geilste. Ich habe ja auch eine Medienagentur, wo wir verschiedene Brands machen, ne, für Firmen, für Unternehmer, für Personenmarken, auch teilweise Influencer. Und wir kriegen so viele Anfragen. Wir kriegen so viele Anfragen und Matthias, also mit dem ich zusammen die Firma habe, der kommt dann immer zu mir und sagt, ey, hast du Bock auf die Brand? Und das ist für mich eigentlich das Geilste, sagen zu können, nee, auf die Brand habe ich keinen Bock. Weil, dass du die Wahl hast. Genau, dass du einfach die Wahl hast, weil ich weiß das halt damals, ne, ich saß im Chemieunterricht und ich dachte mir wirklich über 7, 8 Jahre, fuck man, es interessiert mich nicht. So, weißt du, einfach so dieses Feindbild von Dingen, auf die du keinen Bock hast. Das ist, glaube ich, wirklich so das Punkt 1. Punkt 2 ist, damit aufklären zu können, finde ich cool, weil, und das muss man aber auch mit reinbringen, natürlich kriegst du dafür eben auch die Anerkennung. Das, glaube ich, spielt immer mit. Auf jeden Fall. Wer jetzt sagt so, hey, mir geht es gar nicht um Anerkennung oder Klicks oder so, glaube ich, der lügt meistens wahrscheinlich auch ein bisschen, weil... Oder lässt sich selber auch was vor. Genau, oder macht sich selber was vor. Ich glaube, wir alle lieben das und am Ende ist es, glaube ich, so ein Mix aus diesen 3 Sachen. Ne? Interesse, Aufklären und klar, ich feiere das natürlich auch, meine Marke damit aufbauen zu können. Ja, natürlich, kann ich auch verstehen. Ich meine, wenn man so viel Effort dann auch reinsteckt, dann macht es auch einfach Spaß, oder es macht einfach glücklich, wenn man dann positives Feedback auch liest. Ja, ganz definitiv. Klar. Ja. Aber ich finde das spannend, dass du das gesagt hast, so, dass du nur noch Dinge machst, die du wirklich selber feierst. Ist dann KI gerade für dich auch so ein Hype-Thema, weil du eben genau das dadurch machen kannst? Also ich meine, wir alle hoffen wahrscheinlich irgendwie, dass wir durch KI die Aufgaben, die wir nicht so mögen, wegautomatisieren können. Definitiv. Also KI finde ich unglaublich spannend. Du hast vorhin gesagt, ich habe ja so eine, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, aber ich habe ja so eine App rausgebracht, letztes Jahr. Und in dieser App zum Beispiel haben wir verschiedene Themen, also zum Krypto, Web3 und jetzt eben auch KI.
Und ich habe zum Beispiel intern bei uns gesagt, ey, ich mache jetzt gerade nur die KI-Videos. Weißt du, weil mich KI einfach gerade viel mehr interessiert als der Kryptomarkt beispielsweise. Ja. Und ich finde das Thema unglaublich spannend. Ja. Ich hatte auch ChatGPT wirklich Day One runtergeladen. Ja. Beziehungsweise mich eingeloggt und so weiter. Ich habe das alles mitverfolgt. Und ich hatte so ein komplettes Video geskriptet, ne? Das kam ja im November. Also für Ende November hatte ich ein komplettes Video geskriptet. Boah. Und dann jetzt pass aber auf, dann saß ich hier mit Chris, das ist mein Videograf, mit dem mache ich übrigens alles zusammen. Also es gibt kein großes Team oder so, ne? Dieser Kanal sind 2 Leute, ich und der Videograf, und der schneidet auch. Und wir saßen hier und dann habe ich mir so angeguckt, wie viele Leute sich dafür interessieren. Ende November. Und das Keyword war pur. Und ich habe eine Umfrage gemacht und mir haben 70 Leute gesagt, kein Interesse. Und dann habe ich das Video nicht gedreht. Und 2 Monate später ist das Keyword very good. Und 99% der Leute sagen, warum habt ihr kein KI-Video gemacht? Und ich fand das wieder so spannend, weil ich gucke ja fast nur englischsprachigen Content. Wenn in den USA ein Thema viral ist und die Leute interessiert, gibt den Deutschen mindestens 2 Monate. 2 Monate? Vorher kommt es hier nicht an. Das ist wirklich so mein Gefühl. Manchmal sind es auch 2 Jahre. Aber beim Thema KI waren es halt so 2 Monate. Ja. Und da habe ich zum Beispiel bei den Videos völlig das Timing gemisst, um diese Videos zu machen. Ja, spannend. Und damals, also ich höre immer auf das, wo die Community halt sagt, und die meinten so, mach lieber Trading, so kein Bock auf KI. Und ich dachte, Leute, das wird groß, glaubt mir so, aber okay, so was ihr halt wollt, ne? Dann machen wir es halt privat. Aber ja, KI ist super spannend. Ja, ach krass. Also 2 Monate hätte ich tatsächlich nicht geschätzt und schon gar nicht 2 Jahre. Ich orientiere mich ja auch meistens so an englischsprachigen Content, aber das ist ein guter Tipp, weil dann kann es gut sein, dass ich deswegen einfach immer zu früh bin mit meinen Predictions. Also ich habe das mehrfach gehabt, ne? Ich habe ein Video über TikTok-Matches gemacht, hat okay Klicks bekommen so, ist jetzt aber nicht durch die Decke, hat glaube ich damals 130.000 gehabt. Und jetzt hat Alpha Kevin, Grüße gehen raus, hat jetzt auch ein Video über TikTok-Matches gemacht, hat 250.000 gekriegt. Weil auf einmal sind die Leute so, TikTok-Matches, ja, das kennen wir doch. Und als ich das Video gemacht habe, war das so, das ist eine Nische, die keinen juckt. Ja, was ist das genau? Ich habe das sehr oft, dass die Videos zu früh kommen oder kamen. Funny. Ja, tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade eins gemacht gehabt zu, was passiert, wenn wir die KI Open Source machen würden. Also wenn quasi jeder Zugriff drauf hätte. Und das ist nicht wirklich gut gelaufen, also selbst für mein Verhältnis wenig. Wobei meine Videos ja immer deutlich unter deinen sind, muss man dazu sagen vielleicht. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen ist, glaube ich, das Modell von Facebook gestohlen worden. Jetzt haben wir eine Open Source KI und plötzlich interessiert es viele. Das ist halt der Punkt. Und wenn du dir anguckst, das finde ich halt so erschreckend. Tatsächlich, also ich glaube, das ist wirklich ein Problem in Deutschland. Klar, die Leute folgen oder viele Leute folgen halt rein den Medien. Wenn in der Bild-Zeitung steht, KI ist ein Problem, dann sagen die Leute, okay, KI ist ein Problem. Und jetzt flacht bei uns aber tatsächlich KI schon wieder ab, was das Interesse angeht. Ja. Und das finde ich halt so spannend, weil ich bin jetzt ja selber voll drinne, so wie du wahrscheinlich auch. Ja. Und jetzt geht es ja gerade erst los. Und ich denke mir mal so, Leute, geht nicht immer nur mit den Spitzen, sondern bleibt doch mal bei dem Thema so. Ja. Also nur weil jetzt gerade, was weiß ich, die Headlines nicht sind, KI ist ein Problem oder eine Chance oder so, stick to it, weil da sind eigentlich die wirklichen Chancen. Ne, um vielleicht auch damit Geld zu verdienen oder irgendwas damit zu machen oder so. Nicht nur diese Hype-Spitzen mitzunehmen, sondern für etwas dann wirkliches Interesse mal auszubauen. Und dann auch tatsächlich Mehrwert dafür auch zu schaffen. Genau, richtig. Das hast du vorhin auch mehrfach erwähnt, dass das auch sowas ist, was du eigentlich gerne machen würdest. Weil ich meine, jetzt gerade kann man, glaube ich, sagen, ist so der Kipppunkt. Jetzt, also ich habe zum Beispiel heute gerade erst gelesen, NASA baut jetzt Teleskope mit KI, die 3-mal so stabil sind und ich glaube nur 2/3 von dem Ding wiegen, was einfach komplett Raumfahrt revolutionieren könnte, also zumindest ein Teil davon. Und das wird weitergehen. Das ist halt 100%.
Es ist halt, ich habe immer so das Gefühl, es ist so, okay, es wird immer was gehalten. Es ist ja auch in Ordnung, ne? Ich meine, ey, ich habe jetzt selber ein paar Sachen mit TV mal gemacht und so, man geht nur nach Quoten, die Zeitungen gehen nur nach Headlines. 65% der Headlines sind negativ, weil negative Headlines im Schnitt 2,5 mal mehr Klicks bringen. 2,5? Das ist halt schon crazy. Das ist wirklich viel. Und wenn du dir das dann nur 60% oder ein bisschen mehr als 60% sind, wundert mich fast schon. Eine Headline wie, es wird keinen dritten Weltkrieg geben, ist natürlich nicht so gut wie, wir haben morgen den dritten Weltkrieg. Oder haben wir morgen den dritten Weltkrieg? So, und das ist halt, ich finde es immer so krass, wie Leute so, weil ich versuche mich da völlig abzukapseln, aber die gehen immer so mit den Spitzen und dem Duktus, der vorgegeben wird. Ja. Und das ist halt ein riesiges Problem, weil so bist du eigentlich immer die Marionette von denen und die wollen dich irgendwas glauben lassen. Und dann heißt es bei ChatGPT, so nach dem Motto, jetzt gibt es doch Urheberprobleme oder du darfst es doch nicht mehr benutzen und schon sind die Leute, habe ich doch gesagt, mit KI muss ich mich nicht beschäftigen. Das ist das Gleiche wie, ich habe früher nur Content über Social Media gemacht, zum Beispiel über Instagram, ne? Das war mein erster Content, der so Klicks bekommen hat, so funktioniert der Algorithmus, bla bla bla. Was glaubst du, wie viele Unternehmen oder so damals zu mir gesagt haben, wir brauchen kein Instagram. So. Also wirklich, ich habe das vor 5 Jahren. Vor 4 bis 5 Jahren kannten mich in München ein paar Unternehmen für das, was ich gemacht habe, weil ich habe für die dann Branding-Strategien gemacht und habe ich immer gesagt, Leute, diese ganzen Strategien, wir müssen die online bringen. Ja, hört bitte auf mit Radio, TV, Litfaßsäule, in Magazinen irgendwelche Sachen zu schalten. Lasst uns mal eine Visitenkarte auf Insta aufsetzen. Nein, unsere Leute sind nicht auf Instagram. Weißt du, dann fing TikTok an, dann habe ich angefangen mit den ersten Unternehmen zu sagen, hey, lass uns TikTok-Videos machen. Nein, unser Klientel ist nicht auf TikTok, es sind nur Kinder. Und wer macht, also weißt du so, und ein Jahr später, alle machen TikTok. Ja. Und wer heute keine Visitenkarte auf Instagram hat, gute Nacht. Schwierig. Ja, genau. Das ist halt genau das Ding. Aber wir sind generell ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Also mit allem hier in Deutschland. Ja, Deutschland ist langsam. Ja, langsam, tatsächlich. Sehr langsam. Aber kannst du es dir irgendwie erklären? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist die Mentalität, ne? Ich glaube, bestes Beispiel, was ich immer bringen kann, ist, ich bin ein großer LA-Fan, ne? Also ich gucke gerne, ich liebe Lakers, ich mag einfach diesen Vibe, aber auch in Los Angeles. Ich habe damals Johannes Bartels kennengelernt, der ist mit Amanda Cerny zusammen und die sind gut befreundet mit Logan Paul. Und so kam ich so ein bisschen, sag ich mal, da so mit rein oder habe auch ein Verständnis dafür so aufgebaut, wie viraler Content und sowas funktioniert. Und in LA ist ein ganz anderer Spirit. So, ich hatte damals 5 Jahre, vor 5 Jahren, ich hatte auf Instagram, sagen wir mal, 50.000 Follower. Und ich bin durch LA gelaufen und in Deutschland war das schon relativ viel, aber in LA war das nichts. Also so, und ich bin am Venice Beach gewesen und da waren so ein paar Boys, die haben wirklich mit so einem alten Handy so ein Rap-Video aufgenommen und einer hat da so performt an solchen Säulen. So. Okay. Und ich gucke mir das so an und ich habe selber so gedacht, hey krass, so, wofür machen die das? Wahrscheinlich für Social Media. Und dann bin ich so hingegangen, habe das so beobachtet und es war wirklich absolut Amateurlevel. Ne? Also wirklich so, keine Ahnung, nicht mal irgendwie eine Cam und so und ja. Und dann habe ich die so machen lassen und dann bin ich halt so hingegangen, habe mit denen geredet. Und dann sag ich so, hey, wofür habt ihr das aufgenommen? Und sagt er so, ja, wir haben ein Musikvideo gedreht für YouTube. Und sag ich so, ach, für YouTube sogar. Wo ich mir so dachte, hey, mit so einem alten Handy und wir kommen so ins Gespräch und so. Und am Ende des Tages zeigt er mir sein Insta. Und der Typ hat irgendwie 500.000 Follower, blauen Haken und so weiter. Und ich rede so mit ihm und er hat dann so meinen Account angeguckt und sagt wirklich so, 50k oder 60, ich weiß es nicht mehr genau, und meint so, hey, das hat jedes zweite Mädel hier. Und es ist halt einfach eine andere Reichweite dann auch im englischsprachigen Bereich. Genau, und dann habe ich über diese Situation noch so viel nachgedacht, weil da waren so viele Dinge, die im Nachhinein mich so zum Nachdenken angeregt haben, weil zum Beispiel, die haben das da gedreht und keiner fand das komisch.
Weißt ja, du, das wäre also bei uns überhaupt nicht der Fall. genau, und das Jeder war so würde dich komisch angucken. safe und selbst ich habe mich so erwischt, wo ich so kurz dachte, oh mein Gott, was machen die da so auf ein bisschen unangenehm, ne, weil Ja. er performt da so irgendwie mit so einem Ghetto-Blaster, der andere nimmt das auf. Kein einziger fand das komisch. Und das, oder auch, als ich das erste Mal Stories gemacht habe bei Insta, so, du hast dein Handy und du läufst so durch die Gegend. Du Ja. weißt selber, was passiert. So, die Ja. Leute gucken dich an und wie viele Sprüche habe ich kassiert? Oh, Influencer oder Ja, genau. du Immer. läufst in LA durch die Gegend. Die Leute gucken dich an, wenn du keine Stories machst. So, weißt du, ich meine, also das ist eine ganz andere Mentalität so. Das ist faszinierend. Ich war noch nie in L.A. leider, aber das hört sich geil an. Oder du sitzt im Catch, das ist so ein, wo auch viele so Celebrities und so hingehen. Ja. Da sitzt ein Justin Bieber. Und für mich das erste Mal, ich dachte so, Digga, das ist Justin Bieber, der da sitzt. Und da geht keiner hin, macht ein Bild mit dem, nervt den oder Der so. kann einfach nur Nein, chillen. der ist ganz normal sein Ding so. Der macht auch ein Bild davon. So, weißt du, ich meine, also es war Ja. so völlig, ich will jetzt gar nicht so verherrlichen, dass man jetzt Bilder vom Essen macht, aber ich habe mich dann immer so an deutsche Situationen erinnert. Ach ja, Torben muss noch sein Bild machen, wir dürfen noch nicht essen. So, und Ja. in L.A. ist es so, Das ist mach halt so einfach, völlig üblich. mach einfach dein Ding so, es ist völlig üblich. Ja. Ja, krass. Da fragt einfach auch niemand nach. Es ist einfach, mach dein Ding. Das ist Niemand. völlig Oder egal. du shootest am Venice Beach, es wird keiner kommen und sagen, cringe oder lächel mal oder so, wie in Deutschland jedes Mal, Ja. wenn ich irgendwo ein Bild mache, lächel doch mal. Und ich denke mir so, Digga. Jedes Mal, wenn du irgendwie draußen bist und irgendwas aufnimmst, es kommt immer jemand vorbei und sagt irgendwas. Ja. Also ganz, ja, ich finde das immer so, ich finde es Interessant. immer ganz weird irgendwie. Ist ein interessanter Spirit, weil da einfach offensichtlich Social Media schon mehr angekommen ist als bei uns. Komplett. Also es ist ganz normal und es ist ganz normal. Frag mal einen deutschen Kellner, ob du mit ihm eine Story machen kannst. Und der Hast du's wird mal dir gemacht? aber der wird dir zu 90% sagen, so, jo, ich will nicht auf dem Bild sein oder, also außer der ist ein bisschen jünger und so, aber ansonsten, du bist auch, oder nee, besseres Beispiel. In einem deutschen Hotel probier mal ein YouTube-Video zu filmen. Das ist Im Hotelzimmer oder im unten? Hotelzimmer geht, aber probier mal unten in der Lobby oder in einer coolen Area oder so. Es ist unmöglich. Es kommt sofort jemand an und sagt, oh, haben Sie eine Permission mit unserem PR-Team? Haben Sie angefragt? Sorry, aber so das Filmen, das stört hier die Leute. Ja. Geh mal in eine Lobby in LA und drehe ein YouTube-Video, habe ich gemacht. Es interessiert niemanden. Die fragen, ob die Musik ausmachen sollen, ob die das Geil. Licht an- oder ausmachen sollen. Also, andere Welt. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Komplett. Ja. Wahnsinn. Vielleicht auch mit den anderen technischen Möglichkeiten. Also auch. viel offener, freier, so, das ist Ja. nicht, ja. Und das, Ist nicht so restriktiv. du musst da unbedingt hin. Also es ist ein ganz Ja, muss anderes ich. Das hört sich Spirit. echt krass an. Ja. Das ist brutal. Ich würd gerne mal nach L.A. tatsächlich. Wo ich auch gerne hinwollen würde, ist nach Estland. Weil gerade da, also nicht unbedingt den Spirit, den kenne ich tatsächlich nicht, aber Estland ist so das oder eines der digitalsten Länder. Mhm. Und ich war letztes Jahr in Island. Da kannst du ohne Probleme alles online einkaufen. Ohne Probleme. Bei uns, du willst ein Ticket für irgendwas im Voraus buchen, keine Chance. Wo wohnst du eigentlich? In Baden, In Baden. Ah. Südbaden. Ja. Ja, ich muss sagen, hier in München, also du kannst schon echt viel online machen, Ja. aber Weiß ich. also zum Beispiel ich gehe nicht, also ich bestelle auch so Supermarkteinkäufe und sowas mittlerweile. Okay. Ja, hier heißt hier irgendwie Knusper und ich weiß gar nicht, Bringmeister oder so. Die Ja, bringen dir okay. das dann. Aber klar, in den USA, das ist halt ein anderes Level. Das ist ein anderes Level, ne? Du sitzt nachts Ja. im Hotel und denkst so, ich würde gerne irgendwas essen. Und du kannst nicht nur Pizza ordern, sondern du kannst alles ordern. Und Ja. wenn du hier um 3 Uhr nachts was essen willst, dann gibt es vielleicht einen Kiosk, der Tiefkühlpizza dir schickt. Aber es ist eine andere Welt halt. Ne? Und dann nochmal zu mir, wenn ich um 3 Uhr nachts Hunger habe, dann liefert gar nichts mehr. Wenn ich tagsüber Ja. irgendwann Hunger habe, dann liefern die Pizza und Döner. Mehr kann ich hier nicht bestellen. Also okay. legit an dem Standort, wo ich hier bin, nicht mehr als Pizza und Döner. Ja. Und in den ist USA hast du Uber Eats und die fahren zu jedem Restaurant und holen dir ab, was du halt haben willst. Das ist schon geil. Ja. Ja, Uber gibt es bei uns auch nicht. Ich war vorletztes Wochenende in Berlin. Mhm. Mal die erste, oder nicht die erste, ich war davor in Frankfurt und habe Uber benutzt. Aber ich bin so richtig, immer noch so relativ ländlich tatsächlich. Und immer wenn ich in eine größere Stadt komme, selbst in Deutschland, denke ich mir so,
krass. Das geht ja hier. Warum gibt's das bei uns nicht? Ja, Uber ist, also ich Uber ja fast nur, ne? Ich habe ja, Ja. auch gar keinen Führerschein. Echt? Ja. Ach, Ich habe krass. meinen Führerschein mal verloren vor Jahren. Muss MPU machen, habe nie MPU dann gemacht und keine Ahnung, Krass. ich habe keinen Führerschein. Ich Uber fast immer, ja. Ja, wenn du in der Stadt wohnst, brauchst du es ja eigentlich auch nicht anders. Ja, also hier in München Also, ist sowieso super schwer. Wir hatten ja, bis letztes Jahr hatte ich auch so ein größeres Auto mhm. mit meinem Videografen zusammen und so. Du kannst hier eh nirgends parken und ja, Ja, ist und sowieso besser. wenn du fährst, bist du meistens sowieso langsamer, als wenn du dann einfach den Uber nimmst oder Safe. die Öffis. Ja. Ja, Aber definitiv. es ist einfach ganz anders, wenn du dann auch wirklich alles online machen kannst. Also wenn du halt nicht 50 Mal irgendwelche Formulare ausfüllen musst, sondern einfach in Estland zum Beispiel, deswegen will ich da auch mal hin. Du kannst alles, was Amt oder so ist, also Mm. auch alles, was öffentlich ist, kannst du online einfach durchführen, außer geboren werden, sterben und heiraten, glaube ich. Das sind die drei Dinge, wo du wirklich aufs Amt musst. Alles andere machst du online. Okay, das ist krass. Das ist geil. Gerade Behörden in Deutschland, good night. Ja, Also, wirklich. ja, krass. Ja, Ja, wir aber müssen auch mal die. zusammen. Wir müssen mal Ja, zusammen nach LA. Safe. ja, das wäre doch mal was. Das wäre wirklich mal was. Sollen die Leute gerne mal was zu schreiben? Machen wir Mal mal was einen kommentieren Trip. dazu. Machen wir, genau, machen wir. Da können wir dann auch alles ausprobieren im Darknet und so mit dem Hotel-WLAN und dann Mit dem Hotel-WLAN bin ich dabei. Das ist fliegen wir unproblematisch. wieder zurück. Ja, Und dann gehen wir nie wieder dahin. ja genau. Aber du hattest vorhin auch noch einen interessanten Punkt angesprochen, der da so ein bisschen reinpasst. Die Persönlichkeitsentwicklung siehst du momentan so ein bisschen zwiegespalten, hast du gemeint. Was genau Ähm, meinst du damit? also, ich war früher selber also ich war zweimal auf dem Tony Robbins Seminar zum Beispiel. Okay. Und ich bin bei einem dann wirklich gegangen, so, weil ich für mich Okay. gemerkt habe, also Persönlichkeitsentwicklung an sich ist, glaube ich, nichts, wo man sich zu entscheidet, indem man ein Ticket kauft, sondern jeder macht eine Persönlichkeitsentwicklung. Immer. Egal, ob du auf ein Seminar gehst oder was weiß ich, ein Coaching buchst oder so, jeder hat Ja. eine Entwicklung. Und ich finde aber, dass diese Industrie ich möchte dir helfen, glücklicher, gesünder, motivierter, besser zu werden, dass die einfach zu groß und immanent geworden ist. Ja. Also ich habe auch zum Beispiel nichts gegen Coaches. Ne? Ich habe selber mit 15 einen Russen bezahlt, der mir Warcraft 3 beibringt. So. Das ist eine Hausnummer, ja. Okay, das Beziehungsweise ist krass. meine Eltern haben den bezahlt, dass der mir erklärt, wie man bei Undeads mit den coolen Leuten surroundet. Also ich habe gar nichts gegen Coachings, Okay. aber ich bin auf den zugegangen und habe gesagt, hey, can you help me do this? Und heutzutage ist es aber so, dass um dich herum 10 Leute sind, die sagen, I can help you do this. Und das ist halt ich finde, es ist einfach too much geworden. Von Leuten, die einem helfen wollen. Diese Industrie ist halt multimilliarden groß Ja. und deshalb nehme ich davon echt Abstand. Und wenn jemand sagt, ey, wir machen eine Traumreise, dann bin ich raus. Dann machst du deine Traumreise halt einfach ohne die Person. Also wenn einer sagt, wir stehen jetzt auf, schließen die Augen, machen eine Traumreise, tut mir leid. Also das Ja. war mir auch bei Tony Robbins dann irgendwann, also ich gar nichts gegen ihn aber das war mir einfach too much. Und ich Ja. kenne zu viele Leute, die auf Seminare gehen und die tanzen auf Tischen und einen Tag später sitzen die zu Hause am Schreibtisch, sind immer noch hoch motiviert, aber haben keine Ahnung, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist halt so ein bisschen so, und dann überlegen sie sich halt, okay, was ist der nächste Schritt? Und anstatt einfach mal irgendwie so ein bisschen logisch oder ich mache mir einen Businessplan oder was auch immer, buchen die einfach das nächste Ticket. Ja, genau. Und das finde ich problematisch. Das kann ich komplett verstehen. Also ich meine, im Endeffekt geht es ja bei so einem Seminar dann am Ende nicht darum, dass du wirklich vorwärts kommst mit dem, was du tust, sondern es geht mehr darum, dass derjenige dir was verkauft hat. Genau, und wie stark ist extrinsische Motivation wirklich? Ich glaube Ja. da einfach nicht dran, weil Glaubst du generell nicht an das Konzept von extrinsischer Motivation? sehr kurzfristig. Wenn ich Ja? mal ins Gym gehe und Ja. ich höre mir so einen Track an. Also ich höre allgemein wenig Musik, weil Musik hat okay. für mich immer, also ich benutze Musik. So, wenn ich zum Beispiel arbeite, habe ich immer den gleichen Track. So Binaural Beats, die ich mir reinziehe.
So. Krass. Ja, Ich höre jeden Morgen den gleichen Track. Und wenn ich zum Beispiel mal zum Sport gehe, dann würde ich mir so, was weiß ich, irgendwelche motivierenden Tracks oder so reinziehen. So aggressiven Deutschrap oder keine Ahnung. Motiviert mich das in dem Moment vielleicht so, weiß ich nicht, 2, 3 Kilo mehr zu drücken? Ja, glaube ich. Aber ich glaube einfach nicht dran, dass du zu Hause sitzt, die Motivational Entrepreneur Videos anguckst und dann irgendwie anfängst, dein Business damit aufzubauen. Ja. Dafür bin ich irgendwie zu logisch denkend. Weißt du, wie ich meine so? Das ist so, also ich will das auch gar nicht irgendwie haten, aber ich glaube, extrinsisch ist immer sehr kurz. Du wirst dann wahrscheinlich eher in deinem Fall dazu hingehen und sagen, okay, und ich will jetzt was ändern und ich suche mir die Informationen, die ich brauche, um es zu ändern. Ja, genau. Machst das dann halt selber einfach. Genau, und also extrinsische Motivation ist auch cool, aber ich glaube nicht, dass die so lange anhält. Sondern das intrinsisch ist ja viel wichtiger. Das muss ja aus dir kommen, so, weißt du? Also wenn du immer darauf angewiesen bist, dass dir jemand morgens sagt, ey, komm aus dem Bett und let's go, dann funktioniert es vielleicht mal 1, 2 Wochen, aber stell dir vor, der ruft nicht mehr an und sagt, let's go. So, was ist dann? Bleibst du dann liegen? Richtig, genau. Ja. Dann bleiben wahrscheinlich aber die meisten tatsächlich liegen. Vielleicht liegt es auch daran, guck mal, ich weiß nicht, ob du das relaten kannst, aber ich habe immer so früher im Studium, wollte ich auch immer was machen, so nebenbei. Und dann habe ich immer mit einem Kollegen, so, ich habe mir irgendwen geschnappt, habe gesagt, ey Bro, wollen wir nicht zusammen mal so eine GBR irgendwie was aufbauen oder so, Webseiten bauen für Leute. Und die waren immer so, ja, let's go. Und einen Tag später, Motivation weg. Und ich habe die immer versucht zu pushen. Komm, Digga, lass machen, lass treffen. Und dann waren die immer so, ja, stimmt, ja, komm, ich komm vorbei. Aber wenn ich das nicht gemacht habe, ist nichts passiert. Und dann warst am Ende du derjenige, der halt alles gecarried hat. Und damit habe ich irgendwann aufgehört, weil ich mir so dachte, es bringt nichts, Leute zu motivieren. So, du kannst, weiß nicht, wie sagt man das, tote Pferde kann man nicht reiten. Also so. Schöner Spruch, den muss ich mir merken. Ja, also es hat nicht funktioniert, so, weißt du? Ja. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich reg mich mehr darüber auf, dass er oder sie jetzt nicht motiviert ist. Dann mache ich es einfach alleine und dann kann ich mich nur über mich aufregen. Und dann hast du quasi einfach für dich selber das Ding angefangen. Genau. Und ja, und wenn es dann nicht geklappt hat, ist gut, aber dann weiß ich ja, ich bin schuld, so, weißt du? Ich habe die volle Verantwortung, ich bin schuld, ich kann es nicht auf irgendwen schieben, dass der irgendwie wenig motiviert ist und so und es bringt irgendwie nichts. So. Nee, ich meine, es ist am Ende auch nur eine Ausrede für einen selbst, dass man halt nichts machen muss sozusagen oder nichts machen kann, weil ist ja jemand anders schuld. Genau. Das hat dann auch gar keinen Wert. Aber ist spannend, weil bei dir ist ja das, also ich meine, die Leute haben wahrscheinlich dann immer noch kein Business gegründet, nehme ich mal an. Ich habe mit denen gar keinen Kontakt mehr, ehrlich gesagt. Das ist, also es war wirklich bei einem Kollegen war es so, den erwähne ich auch öfters in meinem Podcast, ohne Namen natürlich. Das war so ein richtiger Energievampir. Also der hat immer gesagt, let's do it. Und dann saßen wir zusammen und dann war ich so, Bro, wollen wir das machen? Ja. Okay, dann machst du das und ich das. So, und ich habe gemacht und er nicht. Und ich sage, was ist los? Warum machst du nicht? Ach so, ja, sorry, keine Ahnung, ich habe noch was geschrieben. Ich war noch auf einer Party. Und irgendwann habe ich zu dem gesagt, Digga, ich mag dich echt so als Freund, weil mit dem bin ich auch mal weggegangen oder so. Aber lass echt kein Business mehr machen, weil du ziehst mich so nach unten mit deiner Energie. So, ich bin halt ein pushiger Typ und ich will Dinge erreichen. Und ich habe denen das echt so ins Gesicht gesagt. Und für den war das richtig so, okay, ja, so, was ist jetzt denn los? Und ich sage, nee, ich muss da jetzt echt mal so einen Schlussstrich ziehen. Weil mich das selber so gedownt hat. Das ist krass, ja. Aber ich meine, klar, natürlich, ich meine, wenn man irgendwie empathisch ist, dann fühlt man ja auch die Demotivation in dem Fall des anderen Menschen. Genau, und das ist so, weiß nicht, ich finde das so schlimm, wenn du jemanden so neben dir hast, den du immer so hypen musst. Warum? Ich will meine Energie lieber benutzen, um, weiß nicht, mich selber zu hypen oder voranzukommen, anstatt jemanden immer anzuzünden. Würdest du sagen, dass es dann daran liegt, dass du einfach intrinsisch motiviert warst, dieses Projekt zu machen und derjenige halt vielleicht ein anderes Projekt lieber gemacht hätte? 100%, ja. Ja. Und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, glaube ich, oder? Ja, also der war dann einfach, also ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin auch jemand, ich verurteile niemanden, ey, wenn jemand sagt, ich will mein Studium durchsaufen, go for it, so. Ich habe selber im Studium 1, 2 Mal irgendwie Party gemacht, also ist auch alles cool, aber dann passt es vielleicht nicht, um ein Projekt irgendwie groß zu ziehen. Oder wenn ich jetzt jemanden habe, mit dem ich Videos mache und der hat eigentlich gar keinen Bock und weißt du, bei jedem zusätzlichen Video sagt er mir sowas wie, boah, ich weiß nicht, Mann, ich glaube, die Woche packe ich es nicht, dann würde ich mir lieber einen anderen Videografen suchen. Ja. So einer, der selber sagt, ey, komm,
Genau, der mich vielleicht auch mal so, ey Tom, lass doch noch ein zweites machen. Oder lass das doch noch mal ein Video packen. Weißt du so? Also, dass sich das gegenseitig irgendwie so befruchtet. Ja, das ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Wie gehst du dann damit um, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, dein Videograf fängt von heute auf morgen jetzt zum Beispiel an und sagt, hey, ich bin jetzt fertig, ich kann einfach nicht mehr. Ich mache diese Woche einfach nicht. Wie würdest du damit umgehen dann? Also wenn es längerfristig ist. Es kommt drauf an, also also zum Beispiel jetzt ist mein Videograf gerade krank. Was mich schon wieder so, also da kann er natürlich nichts für, aber ich bin schon wieder so auf heißen Kohlen und sag so, Bro, wie geht's dir denn? Fiebersenkende Mittel genommen. Nee, aber also wenn ich merke, dass jemand keine Lust auf ein Projekt hat, dann würde ich das ansprechen und würde die Person ersetzen, weil es für beide ja nicht gut ist. Ja. Weil dann soll jeder das suchen, was ihm eher die Motivation dann am Ende auch gibt. Genau, also warum soll man jemanden zu irgendwas zwingen oder so? Aber ich glaube, das ist schon auch der Grund, warum ich sehr, sehr viel alleine mache. So, weil ich irgendwann aufgegeben habe, Leute zu pushen oder zu hypen, weil ich mir so denke, ey, wenn es nicht aus dir kommt, dann werde ich das jetzt auch nicht irgendwie schaffen. Ja. Ja, macht irgendwie Sinn. Ich habe tatsächlich schon während der Schulzeit irgendwie angefangen, immer so kleine Projekte versucht, zumindest mit anderen Menschen zu machen. Ist nie was draus geworden, offensichtlich. Habe dann irgendwann auch gesagt, okay, dann mache ich mein YouTube alleine. Das kann ich alleine machen, da brauche ich jemand anders für. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept auf jeden Fall. Ja, weil ich finde, du hast es gerade eigentlich gut gesagt. Bei vielen ist es dann auch so eine Ausrede. Du machst mit einem Kumpel was zusammen und benutzt eigentlich seine Demotivation, so sein unmotiviertes Sein dafür, vielleicht selber dann auch nichts zu machen. Ja. Weißt du? Und das bringt ja niemand nach vorne. Und ich versuche mittlerweile alles so gut es geht alleine zu machen. Und wenn ich merke, ein Dienstleister oder jemand, mit dem ich zusammenarbeite, der ist nicht auf meiner Wellenlänge, dann bin ich jetzt auch niemand, der den ghostet oder so. Ich spreche das direkt an. Ich sage, ey, ich will dir nur ganz kurz sagen, wenn du keinen Bock darauf hast, einfach frei raus, weil dann lass uns beide einfach in eine andere Richtung gehen und so können wir ja nicht glücklich werden zusammen. Ja. Ja, finde ich eigentlich die richtige Art und Weise, wie man damit umgeht. Also es macht ja auch gar keinen Sinn, das irgendwie anders zu machen, weil du lässt dich dann, wenn du drauf eingehst, lässt du dich herunterziehen. Das willst du ja auch nicht haben. Du brauchst ja deine Energie dann auch. Korrekt. So, dann aber, also im Endeffekt kommt dann alles auf die Frage zurück, wie findest du das Projekt, für das du wirklich brennst? Ist das jetzt die Frage an mich? Ja. Also wie hast du dein Projekt gefunden, für das du wirklich brennst? Ich glaube, Passion, also was heißt ich glaube? Passion ist ja eine Emotion. Und das bedeutet, sie kann sich verändern. Also es gibt wenige Menschen, die von klein auf die gleiche Passion haben, wie auch noch im hohen Alter. Ja. Und das ist logisch, weil es eine Emotion ist. So, und Emotionen verändern sich nun mal. So wie sich auch Liebe irgendwann verändern kann und man trennt sich. Und das ist, glaube ich, bei mir einfach der Punkt. Ich folge dieser Passion und momentan ist es das, was ich mache. Aber ich sage auch immer, es kann sein. Immer, ja. Das ist 16. Torben, wirst du, wenn du 50 bist, Computerspielen, hätte ich gesagt, 100%, weil es meine Passion war. Ja. Und dann habe ich mein Studium durchgezogen, da war wahrscheinlich Passion so ein bisschen, sich nebenbei was aufzubauen. Ich habe auch Vertrieb gemacht, also Verkauf. Und das war auch eine Zeit lang meine Passion, so 1,5 Jahre. Dann habe ich Social Media entdeckt und das ist bis heute meine Passion. Sowohl es für andere Leute zu machen, als auch für mich. Aber who knows? Weißt du, es kann sich verändern. Ja, und dann einfach quasi ausprobieren, was dich so packt, wofür du wirklich Leidenschaft entwickelst, sich so ein bisschen einlesen. Ich glaube, das schadet nie, wenn man da mal so auf dem Kurs bleibt und sagt, okay, ich bin jetzt gerade mega hyped über ein Thema, ich bleibe da jetzt dran, ich lese mich da weiter ein. So im Endeffekt. Ich glaube halt, also wenn das junge Leute hören, würde ich immer folgendes Konzept empfehlen, wobei jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Es gibt ein sehr gutes Buch von Neubauer, das heißt Mach, was du kannst. Und das ist auch so ein bisschen umstritten, weil in dem Buch geht es eigentlich darum, dass gesagt wird, du solltest herausfinden, wofür du Talent hast. Und ja, ich kenne auch den Spruch, Hard Work beats Talent, aber man darf nie vergessen, wenn jemand, der Talent hat, genauso viel Arbeit reinsteckt, wirst du immer verlieren.
Okay, ja. was irgendwie für mich Sinn macht. Und Ja. wenn du aber merkst, du hast für etwas Talent, du kannst etwas besonders gut, zum Beispiel Sprachen lernen und übersetzen, dann muss das nicht für immer deine Passion sein, sondern es kann auch sein, dass das einfach das ist, womit du Geld verdienst, weil es liegt dir, es ist leicht, du kannst es gut machen und du lebst deine Passion in der Freizeit aus. Dieses Konzept funktioniert für viele sehr gut. Die lieben Ja. nicht unbedingt, was sie tun, aber sie können es so effektiv machen, dass sie eben viel Freizeit haben, wo sie ihre Passion ausleben. Weil das Problem, was ich halt sehe, wenn man jetzt jemand sagt, folg nur deiner Passion, dass Leute nie irgendwo dranbleiben und dann auch Nie vielleicht tief genug so, drin sind. so mit 25 da sitzen und sagen, okay, ich folge meiner Leidenschaft, aber ich bin fucking broke. Und das ist halt auch nicht gut, weil wenn du deine Rechnung nicht zahlen kannst, und da bin ich auch jemand, der sagt, ja, also bis zu einem gewissen Maß macht Geld glücklich, weil Rechnung nicht zahlen zu können extrem unglücklich macht. Ja, ja. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin gar nicht jemand, der sagt, ey, du brauchst irgendwie ultra viel Kohle, aber ich hatte auch schon mal die Situation, dass ich eine Rechnung gekriegt habe und mir so dachte, Digga, wenn ich die zahle, bin ich im Minus. Ja, Und das ist dann unangenehm. du wirst deine Passion nicht ausleben können, wenn du diese Rechnung auf dem Tisch liegen hast. Ja, weil du dann auch gar keine Passion mehr empfindest. Du empfindest einfach nur noch, ich muss diese Rechnung bezahlen. Druck, genau. Und Ja, deshalb Druck. finde ich immer so, ey, hab dein Ding, womit du safe bist, womit du einfach dein Geld verdienst, dass du einfach durchs Leben kommst und dann folg gerne deiner Passion. So, das ist eigentlich immer so das Konzept, was ich jungen Leuten empfehle, weil viele werden dann so ein bisschen auch zum Träumer und sagen, ja, ich werde mit Dropshipping reich oder hiermit reich. Ich sage, ey, alles gut, mach das, aber schau, dass du trotzdem deine Schule weitermachst oder schau, dass du trotzdem einen Abschluss kriegst, weil wenn es nicht klappt, warum immer all in gehen? So, Ja. wenn du 21 bist, brauchst du nicht all in gehen, finde ich. Kannst auch einen Plan B haben einfach. Ja, also Plan B ist nicht uncool oder so. Das wird ja immer so propagiert, so ich brauche keinen Plan B. Und ja, es gibt Geschichten, aber weißt du, wenn jemand erfolgreich ist, ist es immer leicht zu sagen, ich bin all in gegangen und es gab keinen Plan B. So, wenn du selber in der Situation bist, ist der vielleicht doch schlauer. Und wenn man bedenkt, wie viele Businesses oder Ideen nicht funktionieren, dann ist es sogar ziemlich nützlich, einen Plan B zu haben. 9 von 10 Startups in Deutschland nach 3 Jahren pleite. Ja. Das ist Statistik. So, Ja. und das ist ein Fakt, weißt du? Und Ja. ich wünsche jedem, dass er diese eine Person ist oder dieses eine Business ist, aber weißt du, für die anderen 9 wäre ein Plan B vielleicht cool gewesen. Ja, und für die anderen 9, die müssen sich danach halt irgendwie was anderes suchen, mit dem sie dann weitermachen. Ja, was in Und Deutschland deswegen, auch nicht leicht ist, weil wenn deine Schufa im Arsch ist und du mal insolvent warst, ist nicht so einfach hier. dann hast du gleich ganz andere Probleme, wie zum Beispiel eine Wohnung zu finden. True. Ja, Ja. das ist schon auf jeden Fall wichtige Advice, die du da gerade gegeben hast. Deswegen danke dafür. Ja, Namen gerne, meiner weil also Zuschauer. die meisten erwarten von mir eigentlich immer so oder denken so, ich bin so ein Typ All-In. Ne, weil meine Geschichte klingt selber so ein bisschen nach All-In. So ein bisschen All-in, ja, schon. Aber auch wenn es bei mir tatsächlich der Fall war, würde ich das niemandem so empfehlen. Wenn man es Weil- anders machen kann. Ja, und weil es halt auch einfach schief gehen kann, weißt du? Ja. Also ich saß nur für dich, vielleicht für den Kontext, ich habe mein Studium gemacht, ich habe gymnasiales Lehramt studiert. Und ich habe das studiert, meine Eltern haben das mehr oder weniger mitfinanziert auch. Ja. Und die waren immer so auf Safe. Meine Eltern beide bei der Bundeswehr gewesen. Die waren so auf, ey Torben, werd bitte verbeamtet und klau keine goldenen Löffel. Und ne, so. Und ich habe mein Studium gemacht und meine Ma hat immer angerufen und hat gesagt, Torben, wann machst du dein wann machst du dein Referendariat? Und irgendwann habe ich ihr am Telefon gesagt, dass ich es nicht machen werde. Und meine Ma hat für 2 Jahre mit mir den Kontakt abgebrochen. Ich bin Einzelkind. Boah. Ach, krass. Und ich habe nur meine Eltern gehabt zu dem Zeitpunkt, also meine Großeltern gab es schon alle nicht mehr, also keine große Family im Back oder so. Und ich wohnte in meiner Studentenbutze und mein Studium war vorbei und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich mache damit jetzt nichts und die haben gesagt, ey, dann guck aber auch, wie du klarkommst. So, und zu dem Zeitpunkt hatte ich auf dem Konto, I don't know, 10.000 Euro, wenn überhaupt, 7.000. Irgendwie sowas, ne? Angespart, auch teilweise von Gaming und irgendwelchen Projekten und so. Aber ich wusste, okay, wenn das Geld weg ist, habe ich wirklich ein Problem.
Und du musstest dich um irgendeine Alternative kümmern. Genau, weil entweder klingel ich dann in Delmenhorst bei meinen Eltern und sage, hey, ich weiß, ihr habt Kontakt abgebrochen und wahrscheinlich gibt es mein Kinderzimmer schon nicht mehr, aber hier bin ich. Oder was soll ich tun? Ja. Weißt du? Und diese Situation wünsche ich eigentlich keinem. Nee, das muss nicht sein. Ich meine, gut, du hast dein Studium. Du kannst, glaube ich, immer noch dein Referendariat machen. Nee, Grundsätzlich. ich glaube, wenn du zweimal irgendwie, also ich bin viel zu alt. Die Okay. würden mich gar nicht mehr Tatsächlich? nehmen. Ja, die Oh, würden. wow, krass. Ich war ja damals schon Langzeitstudent. Also ich habe mein Studium mit 27 beendet. Heute ist das gar nicht so. Also ich kenne Leute, die auch jetzt mit 27 noch studieren, aber damals Ja. war das schon so, Tom, du bist alt. So, die Tom, Leute, du bist mit denen ich studiert habe, die waren 24, 25. Ja, krass. Und dann kam der erste Brief, du antwortest nicht. Also, nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich, dann wird es schwierig. Ja, Ja, gut. und das war mir damals auch schon klar. Und ja, bei mir hat es funktioniert, alles gut. Aber ich sage nur, diese Situation, die würde ich eigentlich niemandem wünschen, weil das muss Ja. nicht so laufen. Ja, es kann auch eigentlich leichter sein. Was hast du stattdessen dann gemacht? Also was war wirklich das Projekt, an das du dich dann gesetzt hast und was funktioniert hat? Also ich habe verkauft, also ich bin im Vertrieb gewesen, also ich habe Produkte vermarktet, auch teilweise probiert das offline zu machen. Ich habe sogar mal so versucht, Strom- und Gasverträge an der Tür zu verkaufen. Krass. Okay. Ich habe bei einer Person geklingelt und die Person hat mich abgewiesen, so wie ich heute diese Leute wahrscheinlich abweisen würde. Ja. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, irgendwann zu klingeln. Also ich habe viele Sachen ausprobiert, aber am Ende des Tages habe ich mit Social Media angefangen. Tatsächlich. Das war tatsächlich das erste so. Ja, Das erste größere. also Vertrieb auf Social Media. Ich habe mit Facebook damals Produkte verkauft. Wow. Oldschool. Ja, Facebook Livestreams, das war so das erste Ding. Ich habe im Vertrieb auch gutes Geld gemacht, auch wenn ich heute wenig über Vertrieb rede, weil ich das auch sehr, sehr schwierig alles sehe, aus heutiger Sicht. Aber damit habe ich mein erstes Geld verdient und dann sind Leute gekommen und haben gesagt, ey, wie machst du das auf Social Media? Ich will das auch. Und das war ist dann eigentlich dein das Talent. gleiche, genau, das ist das gleiche Modell, was ich heute noch fahre. Ich helfe Leuten bei Social Media Strategien. Also dein Talent entdeckt und gleichzeitig eine Passion dafür. Ja, also irgendwie kam das dann alles so, weißt du, ich bin dann auch in die USA, habe da gelernt, wie das funktioniert und habe dann gemerkt, hey, Social Media und dann dieses Wort Branding, Ja. also ich sage jetzt immer Medienagentur, wir sind eigentlich eine Branding-Agentur, aber das hat sich so eingebürgert, weil niemand wusste vor 5 Jahren, was Branding bedeutet. Oder was überhaupt eine Brand ist. Genau, und das habe ich in den USA gelernt, wie es funktioniert und ja, das war dann das, womit ich Geld verdient habe. Faszinierend. Erst in One-on-Ones und dann halt später eine Agentur. Ja. Krass. Und das läuft immer noch sehr, sehr gut. Wie man sehen kann. Läuft sehr, sehr gut. Klar, mittlerweile hat man viele andere Projekte, ne, die sich über diese Ja. Personenmarke dann auch irgendwie so aufgebaut haben, aber trotzdem war es eine scheiß Zeit, weil guck mal, alle waren vom Studium weg, ne, die waren alle an ihrem Ref-Platz. So, Eltern waren die einzige Bindung, die ich hatte. Mutter sagt am Telefon unter Tränen so, melde dich nicht mehr. Krass. Du sitzt zu Hause in deiner Bude, ich will es jetzt nicht irgendwie dramatischer machen, als es ist, aber du sitzt irgendwie in dieser Bude und denkst, okay, fuck, weil da hatte ich Social Media ja noch gar nicht. Ja, da hattest du einfach. Ne? Und dann dachte ich mir so, ey, ich kann mich nicht mal mit irgendwem treffen, weil die sind ja jetzt alle hier, der eine ist in Bayern, der andere in Baden-Württemberg im Ref. Naja, und dann saß ich da und habe halt im Internet geguckt, was man machen kann. Und das ist trotzdem, wenn ich manchmal so Bilder sehe, von meinem Schreibtisch in dieser Bude, wo so alles so Rechnungen und Unterlagen drauf sind, dann denke ich mir auch so, ey, das war irgendwie schon eine verrückte Zeit. Das war auch schon so ein bisschen, Gamble im Endeffekt. Es war ein riesen Gamble, ja. Ja. Aber gut, dass du das gefunden hast. Und gut, dass es sogar noch deine Passion war, für die du Talent hattest. Oder hast. Anscheinend, wobei ich sagen würde, ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber würdest du sagen, würdest wahrscheinlich von dir behaupten, du hast Talent für Programmieren und so, oder? Oder das Verständnis von diesen Dingen? Tatsächlich gar nicht mal. Okay. Ich würde sagen, Programmieren war und ist immer mal wieder eine Pain. Ich glaube, das ändert sich auch nicht. Ich glaube, viele Programmierer sind einfach, und das habe ich mal von einem guten Freund gehört, er hat mal gesagt, Programmierer sind einfach im Herzen depressive Menschen. Aber wofür hast du Talent? Ich glaube, mein Talent liegt im Erklären von Dingen. Witzig. Runterbrechen auf die Sachen, die man am Ende wirklich braucht.
Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass, weil das würde ich von mir halt auch behaupten, dass tatsächlich das eigentlich mein Talent ist. Erklären? Ja, Ja. so Das simpel ist, erklären irgendwie. aber ich glaube, das brauchst du auch, wenn du Social Media machst. Weil ähm, wenn du krass im Hacken bist oder krass im Programmieren bist, dann heißt das nicht unbedingt, dass du viel Zeit in Erklären von diesen Dingen steckst. Dass du viel Zeit damit verbracht hast, dass du anderen irgendwie während der Schulzeit oder während der Uni-Zeit schon Sachen beigebracht hast. Und ich merke das auch manchmal, also nicht mit jedem natürlich, aber je nachdem, wie tief der Informatiker in seinem Thema drin ist, spricht er auf so einem Fachchinesisch, dass ich teilweise schon nicht mehr folgen kann. Also je nachdem, was es dann ist für ein Thema, auch wenn ich da nicht drin stecke. Und das sind dann die richtig krassen Leute. Die willst du als deine Entwickler haben. Die willst du als deine Chefs von, nee, vielleicht nicht als Chefs, aber als wirklich die Techies haben, die du brauchst. Finde ich Und ultra spannend, dass du ja. das sagst. Ja, Ja. aber jemanden zu haben mit so einem High-Level-Wissen, der dich dann auch in den Bereichen rausziehen kann, wenn du vielleicht als Unternehmer oder als Mensch, der gerade erst in das Thema einsteigt, wenn du dann gar nicht weißt, was überhaupt gerade Sache ist, was du machen musst. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Und da gehört auch eine riesige Portion Erklären dazu. Ja, ist voll spannend, dass du sagst, weil ich würde es aus heutiger Sicht auch sagen, so, ich kann Ja. Dinge gut runterbrechen und ich glaube, dass zum Beispiel deshalb auch unsere Videos funktionieren. Wir sind nicht die Ersten, die das machen, aber die Leute, die sehr viel Ahnung haben, die reden in ihrer Sprache. Ja. Und dadurch, dass ich keine Ahnung davon habe, selber als Laie reingehe, rede ich in der Sprache, die viele verstehen. Ja. Aber für die Dinge, die ich sonst so gemacht habe, würde ich immer sagen, hatte ich wenig Talent, weil ich wirklich sehr, sehr viel für alles arbeiten musste. Ja. Also also viele, die mich jetzt heute kennen oder auch so in München kennenlernen, die sagen, boah, ey, den Torben, ne, viele kennen den so, dem fällt alles zu. Ich würde immer sagen, nee, disagree. Also Ja, wirklich. ich war immer der Typ, auch im Computerspielen oder so, es gab einen Kollegen, der hat sich eingeloggt, wir haben zusammen gespielt, er war besser als ich. Das Ding ist, er kommt aus der Schule, er loggt sich ein, er schlägt mich. Ich habe den ganzen Tag geschwänzt, 8 Stunden gezockt, Ja. keine Chance. Und ich war immer einer, der viel mehr machen musste als andere, um die gleichen Ergebnisse zu kriegen. Also Hard Work kann schon auch, sag ich mal, Talent schlagen. Und das Talent, falls es wirklich unser Talent ist, Dinge zu erklären, ist es halt leider auch eins, was einem bei vielen Dingen tatsächlich nichts bringt. Ja, das ist wohl So, wahr. ne? Also, so, weißt du, und dann muss man Ja. auch erstmal dahin kommen, um überhaupt das ausspielen zu können, jetzt zum Beispiel durch Videos oder so. Ja. Aber ja, ich fand das auch immer schwierig, so mein Talent überhaupt zu bestimmen. Weil ich immer Auf das jeden Gefühl Fall. hatte, ja. Also gerade wenn ich zurückdenke so ans Studium, haben auch öfters mal Leute gesagt, boah, es fällt dir ja so einfach, also ich hatte relativ gute Noten im Studium und in der Schule. Es fällt mir so einfach, das zu machen. Das stimmt an sich eigentlich so nicht. Also meine Mom hat mich während der Schulzeit tatsächlich hat mir richtig hart in den Arsch getreten. So wirklich jedes Mal. Und während dem Studium, ich habe halt legit vor jeder Klausur mindestens 2 Wochen nichts anderes gemacht. Krass. Und das hört sich dann im Nachhinein immer so krass an. Für mich war das völlig normal. Ich hatte auch eigentlich keine Wochenenden in dem Sinne, weil ich da einfach weitergelernt habe. So, und da kommt dann irgendwann aber auch so ein bisschen war es das wirklich wert? Und ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Ich meine, viele Klausuren waren einfach auswendig lernen, aber es ist trotzdem, man nimmt was mit, man lernt irgendwie, wie man lernt. Und ich glaube, dafür war es das wert. Ich wollte gerade fragen, also warum hast du so viel gelernt? Also klar, obvious, um gute Noten zu schreiben, aber Ja. war das auch deine Passion? Oder sagen wir so, ging es dir um den Lernstoff oder ging es dir um die Note? Es ging mir tatsächlich um die Note. Also Also das bei dem Resultat, ganzen nicht harten, den Prozess. Ja, genau. Weil der Prozess an sich, ich meine, viele von diesen Klausuren, die wir geschrieben haben, waren fach- oder anwendungsfremd, was mich auch so ein bisschen, glaube ich, geprägt hat in den Inhalten, die ich jetzt momentan auf YouTube mache, dass vieles einfach, oder ich versuche einen praktischen Bezug zu geben, der mir während der Schule und während der Uni-Zeit gefehlt hat. Und das zu lernen ist schon unnötig. Es hat sich richtig unnötig dabei angefühlt. Du denkst dir, warum eigentlich?
Spannend. Also ich kann in dem Fall nicht relaten, weil ich tatsächlich der Typ war, der schlechte Noten geschrieben hat. Ja. Im Studium nicht unbedingt, wobei, ja, also ich habe Fächer studiert, die mir tatsächlich lagen. So, ich habe Germanistik, Kunst, Medienwissenschaft studiert. Aber in der Schule, ich war also ein unglaublich schlechter Schüler. Ne? Also Notenspiegel, es gibt eine 6. Alle wussten. Ne? Also ich brauchte nicht reingucken, so. Das bin ich gewesen. Ich habe auch eine Klasse wiederholt. Ich war gefühlt 3-4 Mal Versetzung gefährdet. Also ich war wirklich ein richtig schlechter Schüler. Ich habe das Abi auch nur, also ich kann das auch heute sagen, ich habe das nur geschafft, weil wir die Klausur vorher hatten. Ach, krass. Also ich bin da ganz ehrlich, ne? Ich habe erst 100%, ich musste Chemie irgendwie P3 machen. Und der Lehrer ist wirklich zu mir hergekommen und hat gesagt, Tom, schreib einfach irgendwas hin. So nach dem Motto, wir gucken, ob wir auf den Punkt kommen. Weil wenn du 0 Punkte hast, bist du ja durchgefallen. Ja. Und ich gucke mir die Klausur so an. Und wir hatten die Klausur vorher, hätten wir sie nicht gehabt, keine Chance. Also wirklich, ich hätte keinen Punkt schreiben können. Ich wusste nichts. Also ich habe sowas geschrieben wie HCl plus irgendwas gleich HCl-Erklärung, irgendwas löst sich auf. Also das war so mein Chemiekenntnis nach 13 Jahren Gymnasium da. Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Ne? Ja. Von daher, also für Noten, genau, also für dich war dieses klar, also kann ich voll verstehen, so dieses, du wolltest diese guten Noten haben. Ich wollte die Anerkennung dann haben, die du im Gaming gesucht hast, die wollte ich durch die Noten bekommen, was bei meinen Klassenkameraden nicht funktioniert hat, aber vielleicht halt im familiären Umfeld dann funktioniert hat. Das war einfach bei mir unmöglich. Ich war auch einfach weil du eingehend gesagt hast, wegen Schulsystem, das ist ja auch meine Kritik am Schulsystem. Ich glaube, es gibt Leute, die passen in das Konstrukt Schule. Ja. Es gibt aber auch Leute, und das, wo ich mal so denke, ich gehöre dazu, so kreative Leute, sag ich mal, oder die halt eher so diesen kreativen Sektor belegen, die passen einfach in dieses Konstrukt nicht so gut rein. Weißt du, ich meine, auf jeden Fall. Setz dich hin, lese die Bücher, lern auswendig. Ich war damals beim Schulpsychologen, weil ich konnte einfach keine Mappenführung. So, also die Lehrer haben mich so einem Schulpsychologen geschickt, haben gesagt, der Torben macht keine Mappen. So, ich konnte das einfach nicht. Ist halt auch eine Art und Weise, wie man halt damit umgehen kann, aber nicht muss. Das ist halt das, was ich so ein bisschen schade finde, dass man wirklich, also speziell bei uns irgendwie in Deutschland, habe ich das Gefühl, ist man wirklich versessen darauf, es gibt eine richtige Lösung und die muss es sein für alle. Mhm. Was aber nicht die Wahrheit oder widerspiegelt. Du hast meistens 100.000 Lösungen für ein und dieselbe Sache. Genau, und ich habe halt ursprünglich mal Lehramt studiert, weil meine Mama es wollte und weil ich mir so dachte, ich will es besser machen als meine Lehrer. Ja. Weil ich so das Gefühl hatte, hey, guck mal, wenn jemand jetzt einfach nicht so gut in Mathe ist und der weiß zum Beispiel, er will später was mit Kunst machen, dann fördere ihn doch einfach mehr in Kunst. Weil sehr wahrscheinlich wird er Mathe für gewisse Grundkenntnisse brauchen, aber nicht, er wird keine mit seinem Geodreieck und irgendwelchen Zirkeln oder so, weißt du? Und dann habe ich aber gemerkt, dieses Curriculum, was du als Lehrer bekommst, das ist so eng, dass du gar nichts machen. Du hast gar keinen Spielraum. Nee. Und im Gegenteil, du musst doch schauen, dass du irgendwie in diesen Curriculum reinpasst. Safe. Und da muss ich dann habe ich so ein bisschen mehr Verständnis für meine Lehrer früher gehabt, weil ich mir so dachte, okay, fuck, ja klar, jetzt ist auch noch Zentralabitur. Ich war der erste Jahrgang, der das damals geschrieben hat. Und du musst ja die Leute darauf vorbereiten, auf dieses Zentralabitur. Und wenn du es nicht tust, dann können die das nicht belegen. Das heißt, du hast voll wenig Spielraum, was die Gestaltung des Unterrichts anbelangt. Ja. Wie würdest du ein besseres Schulsystem sehen? Ja, es ist schwierig, wenn man, das ist immer so leicht zu sagen, weißt du, wenn man so gar nicht in der Materie steckt, kann man immer so von oben herab, ja, alles ist schlecht und so. Ich glaube, ich würde einfach so eine Grundbildung in den verschiedenen Fächern, sehe ich als sinnvoll an. Ich könnte jetzt nicht sagen, bis zu welcher Klasse, aber wenn ich jetzt heute überlege, zum Beispiel Mathe, ich hatte nie mehr als einen Punkt. So, und ich kann dir sagen, 3 plus 7 ist 10 und so weiter. Ne? Ich kann auch ganz normal rechnen, ich kann subtrahieren. Aber alles darüber hinaus kann ich nicht. Ist auch nicht schlimm, weil ich benutze einen Taschenrechner. So. Oder ich habe Tools, die das für mich machen. Ja. Und deshalb denke ich so Grundkenntnis und dann aber auch wirklich bestimmte Tests,
vielleicht auch Persönlichkeitstests, um herauszufinden, wo hat diese Person wirklich Interesse, Talent und so weiter. Und vielleicht einfach das mehr fördern. Dass man in so einen kreativen Circle geht, in so einen naturwissenschaftlichen und so weiter. Das wäre wahrscheinlich so ein Konstrukt, was ich fahren würde, um Leute einfach mehr zu fördern für das, wo sie für brennen und was sie auch einfach gut können. Das ist spannend. Aber tatsächlich, also es gibt ja auch sehr viel Kritik an diesen Persönlichkeitstests. Deshalb sage ich ja, es ist, ne, also. Ich verstehe es komplett. Also ich meine, wenn du wirklich das machen kannst, was du auch gerne machen möchtest, vielleicht nicht unbedingt für einen Beruf, sondern einfach was dich interessiert. Ja, oder dass man halt. Nicht nur als Berufsvorbereitung. Ja, ich glaube, so runterbrechen kann man es auf mehr Auswahlmöglichkeiten. Ja. Weil bei was mir. bei uns, glaube ich, an der Schule nicht gehen würde, weil die war damals einfach viel zu klein. Ja. Aber wenn man es mit online kombiniert, wäre das tatsächlich mal eine Möglichkeit. Weil zum Beispiel, bei uns war es halt so, wenn du bestimmte, ich hatte Kunst Englisch. Ja. Waren meine LKs. Und wenn du aber Kunst Englisch hast, musst du eine Naturwissenschaft als P3 haben. Ja. Warum? Ja, ist eine gute So, Frage. also, weißt du, so warum? Also, ich hätte viel lieber Deutsch gehabt als P3. Eine zweite Sprache. So, und das ging aber nicht. Und ich weiß nicht mehr warum, aber durch diese Konstellation musste ich Religion, Philosophie als P4 mündlich haben. Ja, genau. Warum? Weil, weißt du so? Und ja, genau. Ja. warum? Warum konnte ich nicht einfach sagen, ich will den Sprachen-Kunstzweig wählen oder so? Das ging halt nicht. Und so war es halt, 2 Dinge lagen mir für meine Verhältnisse und 2 halt gar nicht. Und dementsprechend saß ich da auch und hatte so gut wie keine Chance, wenn wir nicht geschummelt hätten. Klar, natürlich. So, ich meine, ich wär wenn du überhaupt kein Interesse an dem Ding hast, ja. Genau, also ich wäre durchs Abi durchgeflogen, 100 Pro. Ja, krass. Und dann hätte ich nicht studieren können. Und dann hättest du vieles anderes nicht machen können. Genau, und auch beim Studium habe ich geschummelt. Also einfach an dieser Stelle ein kleiner Lifehack. Ich hatte ja ein Abitur. Was hast du eigentlich für ein Abi? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren 1,3. Ich habe 3,1. Hey, fast gleich. Und ich wollte studieren Germanistik und Kunst. Und Kunst brauchtest du eine Mappe. Kam ich rein. Weil ich konnte ein bisschen malen und so, Mangas zeichnen, bla bla bla. Aber für Germanistik bin ich hingegangen und wollte mich immatrikulieren. Und dann hat die zu mir gesagt, das geht nicht. Und ich sage, warum? Sie sagt, ja, NC, Numerus Clausus. Ja. Du hast ein 3,1er Abitur. Ich sage, ja, was hat ein Germanistik für ein NC? 1,8? 2,0? Irgendwie sowas. Ich glaube 1,8. Wirklich? Und dann sage ich, ja, und jetzt? Sagt sie so, ja, kannst du nicht studieren. Und dann habe ich mir so eine Liste, dann hat sie mir so eine Liste gegeben, wo halt die NCs von den Fächern stehen. Und dann sage ich so, ja, was kann ich denn studieren? Weil das Problem war, ich bin nach dem Abi direkt nach London und ich bin quasi so am letzten Tag hin, wo man sich immatrikulieren konnte. Ja. Und dann sagt sie so, naja, da, wo kein NC steht. Und dann habe ich einfach angefangen, Kunst, Medienwissenschaften und Sozialwissenschaften zu studieren, weil das keinen NC hatte. Und ein Semester später sind aber in Germanistik 50% der Leute aus dem Studienfach geflogen, weil die Grundklausuren alle nicht geschafft haben. Oh. Bin also im 2. oder im 3. Semester, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube im 3. bin ich zum Prüfungsamt und habe gesagt, ich würde mich gerne für Germanistik, und jetzt kommt's, vielleicht geht das heute noch, für das 3. Semester immatrikulieren. Weil dann fällt der NC weg und du buhlst eigentlich nur gegen freie Plätze. Und dadurch, dass so viele rausgeflogen sind, gab es so viele freie Plätze. Der einzige Nachteil, den du hast, ist, dass du du bist formell im 3. Semester und hast aber noch keine Kreditpunkte, weil du es ja noch nicht studiert hast. Ja. Das heißt, du bist früher Langzeitstudent. Das heißt, du musst halt früher dich drum kümmern, dass du halt die Punkte kriegst. Genau, und das ist dann halt wegen BAföG und so könnte das problematisch sein. Aber so habe ich mich für Germanistik immatrikuliert mit dem 3-1-Abi. Das ist der Wahnsinn. Lustigerweise, Informatik hatte bei uns gar keinen Das hat NC. bei uns auch keinen NC gehabt. Das kann einfach jeder machen. Also auch wenn es das Fach ist, wo du halt sagen würdest, hey, Mathe brauchst du halt schon irgendwie ein bisschen. Aber vielleicht, weil du einfach rausfliegst. Ja, das sind dann halt die Siebfächer. Genau, die Siebfächer so. Und irgendwie in Germanistik war es auch krass, wie viele Leute rausgeflogen sind. Aber dann saß ich da in Germa und alle um mich herum hatten 1 irgendwas Abitur und ich dachte mir so, hä? Also das war auch so der Moment,
wo ich dieses ganze System so angezweifelt habe. Ich denke so, habt ihr euch jetzt so, also ich habe mich da ja so reingecheatet. Ich bin wirklich hingegangen und habe gesagt, ich würde mich gerne immatrikulieren. Dann sagt sie, geht nicht. Ich sage, nee, fürs 3. Semester. Und das geht. Und das geht einfach. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Nee, das macht Weil keinen auch Sinn. im 3. Semester kann ich ja einfach die Kurse vom 1. belegen. Also habe ich ganz normal mein Studium gemacht. Ich musste einfach nur quasi ein Jahr warten. Weil Gründe. Also, ja, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Und das fand ich auch spannend. Also dann habe ich. Vor allem, also ich meine, wenn du ein NC hast, dann ist das ja dein Abischnitt. Was Genau. hat die Mathe-Note oder die Chemienote mit deinem Germanistikstudium zu tun? Genau, das ist halt der Punkt, warum ich so denke, es wäre, ich meine, das ist leicht gesagt, ne, so von außen, aber ich denke halt so Auswahlmöglichkeiten, dass man in bestimmte Bubbles so reingeht, so ey, ich will eher in dem Bereich, in dem und dass das dann auch eben für das Studium vielleicht der Zugang ist. Ja, es gibt ja sowas wie sozialwissenschaftliche oder weiß nicht, ob es kunstpädagogische Fächer auch gibt. Also Gymnasien tatsächlich. Ja. Einfach wirklich komplette Gymnasien, die dann halt sich hauptsächlich darauf... Stimmt, so ein Wirtschaftsgymnasium und so. Und Ja, genau. Also bei uns in Delmenhorst, es gab 2 Gymnasien und da gab es das alles nicht. Vielleicht gibt es das heute auch, aber... Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja Online-Unterricht dann einfach. Oder Online-Unterricht. Aber ich hatte viele Fragezeichen. Ja, schon. Gerade bei solchen Situationen. Das hat auch wirklich keiner gecheckt, warum ich auf einmal in Germanistik sitze. Einfach komplett ausgecheatet. Ja, ausgecheatet. Ja. Wahrscheinlich meldet sich die Uni und sagt, warte mal, da haben wir einen Fehler gemacht. Das war ein Fehler im System. Ja. Wenn es ein Fehler im System war, war es nicht ein Fehler. Ist ja alles gut. Ich bin raus. Du hast quasi schon früh angefangen, Sachen zu hacken. Ja, also, es war Gamify my life. War immer so, das ist so ein bisschen auch mein Slogan, ja. Ja, Gamify your life? Ja, ich finde Gamify ist schon so, also man muss sich an Regeln halten und Gesetze, aber dieses Gamify, so mach alles so ein bisschen spielerischer oder finde vielleicht auch so Wege drumherum, das zieht sich schon so durch mein Leben, ja. Also du gamifizierst auch deinen Alltag? Oder trennst du eigentlich deinen Alltag und dein Business? Null. Gar nicht? Nee, gar nicht. Einfach alles gleichzeitig immer dann, wenn du Bock hast. Ja, also das ist halt so das Privileg, was ich Gott sei Dank jetzt momentan irgendwie genießen darf, so dass die Sachen mir wirklich Spaß machen. So, ich arbeite auch mainly von zu Hause. Also das hier ist quasi Film und Wohnung in einem. Ja. Ich habe aber auch wir haben von der Medienagentur ein Office, da bin ich 2 Tage die Woche, wenn hier die Reinigungskraft ist. Aber das ist alles sehr, genau, also klar, wenn mich jetzt nachts einer um 1 Uhr sagt, ey Tom, können wir kurz in Zoom springen, ich habe eine Frage zum Kunden, dann sage ich, go for it. So, lass rein. Ja, wenn du halt noch wach bist. So. Ja, ich bin dann noch wach. Ja. Du bist dann noch wach. Ich bin eher so der Typ, 10 Uhr pennen, morgens um 6 wieder, morgens um 6 wieder aufstehen. Was? Als Programmierer, PC-Nerd? Das ist schon krass, ne? Ich habe wahnsinnig Probleme, wenn ich nicht meinen regelmäßigen Schlaf kriege, dann bin ich einfach tot. Das ist echt krass. Ah, krass. Ich schaffe immer 6 Stunden und ich schaffe meistens von 4 bis 10 oder von 3 bis 9. Bei mir ist es meistens so 6 bis 7 Stunden. Also tatsächlicher Schlaf und dann bin ich auch fit. Also meistens irgendwie so zwischen 10, 11, 12 irgendwann schlafen morgens. Aber das ist bei mir so ein Gamer-Ding. Ich kann nicht früh schlafen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich verpasse was. Abends? Wirklich? Ja, weil bei mir, also so zum Beispiel tagsüber, ich bin auch fast nie am Handy. Also ich gucke WhatsApp nur 2-3 Mal am Tag rein. Ja. Und abends ist bei mir, wenn ich dann wirklich mal so meine Sachen fertig habe, dann sitze ich da auf der Couch. Dann mache ich mir auf dem Fernseher oft noch so YouTube-Sachen an, gucke selber so ein bisschen Content, deine Videos. Ja. Und dann beginnt bei mir so Freizeit, weißt du? Ja. Und dementsprechend schreibe ich dann immer mit Leuten so abends und ich habe immer das Gefühl, irgendwas verpasse ich. Es geht doch noch irgendwas um 10. So, weißt du, irgendwas ist doch noch so. Deshalb, also ich noch kann, ein Raid oder so. Ja, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal vor 2 Uhr geschlafen habe. Ja, krass. Wüsste ich nicht. Nee, tatsächlich, ich habe eigentlich ganz gerne diese morgendliche Zeit. So um 7 fange ich eigentlich meistens an mit Arbeiten, 6:45 ungefähr. Und also halt so erstmal Kaffee duschen und so und dann arbeiten.
Und ich genieße diese Zeit so bis 9 oder 10 Uhr, wenn wirklich komplett Ruhe ist, wenn mir niemand schreibt, wenn ich einfach arbeiten kann und halt meine Nachrichten einfach beantworten kann, mein Skript schreiben kann, Recherchen machen kann, solche Dinge. Und ich finde das voll geil, wenn einfach, ich weiß, da kommt jetzt zu 99,9% niemand, der jetzt gerade was von mir will, was irgendwie dringend sein könnte. Ähm, und das ist schon irgendwie ein Luxus, den ich mir manchmal einfach gönne, sozusagen. Früh aufstehen ist eigentlich kein Luxus, aber es fühlt sich cool an. Safe. Also Ja. das Gleiche mache ich dann abends, so nachtsmäßig. Ja, ja. Aber ich bin auch voll so ein Routinentyp, ne? Also ich habe Ja. morgens auch wirklich Flugmodus drinne bis 2 Stunden nach dem Aufstehen. So, ich beantworte keine Nachrichten. So, das ist auch so also mir sind dieser Rahmen morgens und abends, der ist mir übelst wichtig. Ja, das fühle ich komplett, weil sonst kommst du einfach zu gar nichts. Genau, Also, und ich das mein, ist du auch bist so ja auch zu bombardiert mit Nachrichten am Ende. safe und es ist auch so ein bisschen, finde ich, so mein Grounding und also das gibt mir so ein bisschen ja, wie soll man das sagen, dieses Fundament so für den Tag einfach, weißt du? Ja. So, dass ich auch so weiß, ey, egal wie stressig mal so ein Tag ist, ich habe abends wieder meinen Space in meiner Abendroutine, wo ich weiß, ich bin für mich. So und genauso auch morgens. Und ich ziehe das wirklich so seit Jahren konsequent durch. Ich finde das so spannend. Das sind alles Themen, die du beschreibst, die einfach zeigen, dass du tatsächlich ein introvertierter Mensch bist. Auch. Enorm. Das Also, ist faszinierend. Ich hätte dich niemals so eingeschätzt tatsächlich, weil du kommst tatsächlich komplett extrovertiert rüber. Und auch immer selbst, also ich meine, introvertiert und nicht so ganz selbstbewusst kommt oftmals so irgendwie Hand in Hand, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise wird häufig so dargestellt. Und ich finde es total spannend. Aber ja, es sind wichtige Lifehacks. nee, also ich glaube auch, man ist nicht das eine oder andere so. Ich glaube, ist ein Spektrum. es ist immer ein Spektrum so. Ja. Das ist immer so ein graduelles Ding. Aber ich habe gelernt, extrovertiert zu sein, wenn die Cam angeht, wenn Leute da sind. Das ist faszinierend, ja. Aber ansonsten, ich habe andere Kopfhörer eigentlich auf, so Noise Cancellation. Ja. Ich habe auch ADHS, muss man dazu sagen. Also ich bin enorm, also wenn ich jetzt mein Handy, also das ist immer im Flugmodus und es ist auch immer so, also es liegt immer so, ich sehe keine Pop-ups oder sowas. Ja. Weil ich weiß genau, wenn dann ein Pop-up kommt, ich bin der Erste, der irgendwas öffnet und am Start ist oder so. Nee, ich bin so Monk-Phase. Ich habe so richtig ich bin voll so in meinem Ding eigentlich. Ja. Monk-Phase, The Zone. Ja, ich lege mein Handy tatsächlich rüber. Da steht jetzt, das sieht man nie bei mir in den Videos, da steht noch so ein 3D-Drucker rum. Ja. Und da lege ich es meistens drauf. Damit es halt nicht beim Schreibtisch ist, weil da muss ich aufstehen, um es zu holen und die Hürde gebe ich mir dann meistens nicht. Ja. Und es ist halt auch so, guck mal, wenn jemand dir so, also das ist so mein Learning, wenn jetzt jemand schreibt so, jo, ich brauche mal schnell deine Hilfe. Ja. Zu 99%, wenn du nicht antwortest, kommt eine halbe Stunde später, hat sich erledigt. Und das habe ich einfach. Oder es war dann halt doch nicht dringend. Genau, und das habe ich so oft erlebt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, nein, ich springe nicht mehr für andere. Ja. Oder dann schreibt irgendwie ein Zuschauer oder so, jo, was weiß ich, wo kann man das denn kaufen? Und ich denke mir so, Diggi, bevor du mich das fragst, vielleicht googelst du einfach. Ja. Frag So, Google. also ich sag ja, wie das Ding heißt, so einfach googeln. Du findest Ja. das schon so. Und also viele haben diese Mentalität von, ich frage lieber, bevor ich selber mache. Ja. Und ich finde, das kontert man damit so ein bisschen aus, indem man nicht antwortet. Weil, Oder halt stark verzögert. genau, stark verzögert. Die meisten Probleme lösen sich von alleine. Ja. Ja, fühle ich komplett. Also So. ich meine, die meisten Sachen kann man heutzutage auch einfach finden. Es ist so leicht wie noch nie, würde ich sagen, sich diese Informationen dann noch zu holen. Ja, oder Am wenn. Ende machen wir zwei auch nichts anderes. Korrekt, so. Also ich habe niemanden zum Beispiel, der Recherche macht für meine Videos oder so. Also Ja. ich mache alles an Recherche selber, deshalb sind auch manchmal same. Fehler drin. Ja, klar. Aber wenn ich dann in der Story irgendwie ein englisches Wort benutze und dann sagt jemand, jo, was bedeutet das? Ich denke so, Diggi, Google. So, weißt du? Also, oder frag die KI. So, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber ich bin irgendwie wahrscheinlich die schlechteste, die du gerade wählen kannst, weil da kriegst du die Antwort gar nicht oder sehr zeitverzögert. Ja. So, ja. Ja, wenn es halt so persönliche Sachen sind, dann kann ich das durchaus verstehen. Klar, aber wenn es jetzt so Aber ein Term wenn's ist technische oder Fragen so, sind. ja. Ja, komplett. Und das fördert, also hoffentlich zumindest dann auch so ein bisschen diese Selbstkompetenz, die man einfach irgendwann auch entwickeln muss.
Ja. 100 Pro, ja, safe. Also habe ich lernen müssen, so hast du wahrscheinlich lernen müssen und ich glaube, das ist für viele, so Selbstrecherche ist ultra wichtig fürs Leben. Also alle Dinge, ich habe mir auch fast alles über einfach meinen Computer beigebracht, ne? Ja, ja klar. Ich meine, was hast du früher gehabt? Internet halt. Vielleicht noch Google. Ja, also ich komme aus einer Zeit, wo es ein 56K-Modem gab bei meinen Eltern. Ja, Mann. Ich so. auch. Und meine Mutter ist ins Zimmer gekommen und hat gesagt, Tom, geh aus dem Internet, ich will Oma anrufen. Ja. Weil das geht nicht parallel. Und von daher, so ich saß im Informatikunterricht an diesen bunten Macs, diese dicken Röhren-Macs. Oh ja, das Max. Oha. Kennst du diese, wie heißen diese bunten, so dick? Die hatten. Ach, Ja, das war das iMac, oder nicht? war es ein iMac? Ich glaube, es war ein iMac, oder? Okay. Und da saßen wir dran und dann im Informatikunterricht hat der Lehrer gesagt, was weiß ich, also wir waren auf Google und wir wussten gar nicht, was wir machen sollen im Internet. So, weißt du, also man war so, okay, geil, das Internet, aber nach ein paar Minuten hast du dir so gedacht, okay, aber was mache ich hier eigentlich genau? Ja, So, warum? Bin ich in irgendeinem Forum, also ich wusste gar nicht, was ich damit tun kann. So, und heutzutage, man hat die Tabs offen so, man hat die Seiten gebookmarkt. Ich kann zu jeder Zeit irgendwie eine Sprache lernen, ich kann mir alle Informationen holen und ich glaube, deshalb bin ich auch so monkmäßig unterwegs, weil ich mir immer so denke, ich brauche eigentlich niemanden. Also ich brauche nichts, so, weißt du, ich kann mir alles holen so. Und das nutzen aber viele nicht, weil sie eben beispielsweise Handy, Internet und Co. einfach viel zu sehr für Entertainment nutzen. Ja, oder dann halt auch das Entertainment gar nicht hinterfragen oder die Sachen, die man an Wissen aufschnappt, beziehungsweise dann auch die Möglichkeiten komplett ignorieren, dass man das sogar für Wissen benutzen kann. Genau. Und ich finde das total spannend und also da ziehe ich halt meine ganzen Sachen her. Ja, also zum Beispiel meine Mom ist auch jemand, sie fragt immer mich, bevor sie irgendwas macht, weil sie Angst hat, das kaputt zu machen. Dann sage ich, Mom, trau dich einfach. Also du kannst nichts kaputt machen. Wenn du es kaputt machen kannst, dann haben sie es schlecht designt. So, True. Einfach. Ja, das stimmt. Ja, ist richtig. Lieber Sachen kaputt machen und danach um Entschuldigung bitten. Ist auf jeden Fall immer der Weg, wo man mehr Erfahrung mitsammelt. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht für alles, aber für die meisten Dinge. Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass wir offiziell so langsam zum Ende kommen müssen und ich danke dir riesig, dass du da warst. Super gerne. Es hat mich sehr bereichert und ich fand es super, super spannend, dich mal wirklich auch so kennenzulernen, weil vieles kommt ganz anders in deinen Videos rüber. Also so auch diese Introvertiertheit, Extrovertiertheit finde ich immer noch total faszinierend. Ja, also ist vielleicht ein ganz geiles Schlusswort. Guck mal, der Punkt ist ja auch immer so, und ich kann es voll nachvollziehen, aber Videos oder Social Media ist halt trotzdem, auch wenn wir das jetzt viel benutzen, es ist immer nur die Perspektive, die wir zeigen und es ist auch immer nur die von der Person gesehen wird. Ja. Ne? Und ich habe das zum Beispiel oft erlebt, dass Leute sagen, wenn sie mit mir sprechen, so im Realen, ich hätte dich ganz anders eingeschätzt. Also das ist, glaube ich, so das, was ich immer höre. Und dann sage ich so, wie hättest du mich denn eingeschätzt? Und dann kommt arroganter, was weiß ich, also kommt immer irgendwas. Zum Beispiel nicht so introvertiert oder irgendwie sowas. Und dann denke ich immer so, ja, aber das ist vielleicht der in Anführungszeichen Nachteil oder das ist vielleicht so der Punkt, wo das Internet dann doch noch nicht so weit ist oder Social Media, um diese komplette Person zu erfassen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst aber das auch zu deinem Vorteil nutzen, was du ja auch machst. Du kannst das rausziehen und zeigen, was du möchtest. Ja, und deshalb finde ich auch solche Podcasts voll geil, weil ich habe dich jetzt auch besser kennengelernt. Man hat irgendwie ein ganz anderes Gespräch. Und also ich fand das sehr, sehr spannend. Lass uns zusammen nach LA mal fliegen. Ja, machen wir. Geil. Fände ich cool. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann.